wovon ich jetzt ausgehe, so in die Richtung Detroit Become Human, wo eigentlich permanent nur Dialoge und nur Story hast, was ich hier auch glaube, dann glaube ich, passt der Chat nicht so. Vielleicht. Ich sage aber guten Abend. Hallöchen. Hey, geil. So. Ich habe die Musik nämlich ein bisschen leiser gemacht, aber vielleicht habe ich sie zu leise gemacht. Das könnte sein. Es werden wahrscheinlich alle sterben und wenn nicht zuletzt durch meine Hand. Tomer, ich sag dir vielen lieben Dank. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Da ich keine Ahnung habe, kann ich nichts erzählen. Ich kann nur sagen, guten Abend. Dieser Spielstand, ich habe vorhin einmal auf Spielen gedrückt im Prolog, habe nur geguckt, ob alles klappt. Kann ich das löschen? Löschen, Rücktaste. Ups, was ist denn Rücktaste? Es ist nicht Backspace, was ist denn Rücktaste? Ach, egal. Spielstand 2, dieser Spielstand ist leer, du kannst einen neuen Spielstand beginnen, los geht's. Neues Spiel, auf geht's, los geht's. Ja, die Taste über Enter war es nicht. Das habe ich noch gesehen, dann habe ich Alt F4 gedrückt, nachdem ich gemerkt habe, es funktioniert alles. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Was? Okay, okay. Hallo Arion. Hi, hey Kobold. Ja, mal gucken. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was sie vorhat, aber soll ich meiner Mom vertrauen? Ich weiß nicht. Würde ich in der Situation meiner Mom vertrauen? Ich glaube nicht. Er steckt schon wieder in Schwierigkeiten. Schon kam ich im Intro, schon stecke ich in Schwierigkeiten. Also ich glaube, ich würde ihr, es ist wahrscheinlich die richtige Wahl, ihr zu vertrauen, aber irgendwie glaube ich ihr nicht.
Ja, weil irgendwie glaube ich ihr nicht. Er rechnet nicht damit, das heißt, ich habe das Überraschungsmoment. Hallo Muffy, wir handeln. Uh. Na, das hat ja funktioniert. For God's sake, Louis. I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the Von Borchert case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. You're much more important than you can ever imagine. Mein Gott, was eine Let's go Mutter. now. Wie, was habe ich getan? Ich habe mich gewehrt. Wer auch immer der Kerl war. Wer auch immer der Kerl war. Da war ich sogar schon am Leben. Er geht jetzt so ein bisschen was von McGonagall. Gott, das muss ich auch noch spielen, wobei da wird es die McGonagall überhaupt nicht geben. 100 Jahre vor Harry Potter, glaube ich, spielte das. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, vorsichtshalber nochmal reinschießen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich für den... done, Mother. You just had to pick up Von Borchert's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Episode, ich glaube, da stand was, ich glaube, es gibt 4 oder so. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horn. Kann ich? Ah, okay, Moment. Kann ich kurz in die Optionen rein und es einen Ticken lauter machen? So vielleicht? Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, ich war schon am Leben. 17, vielleicht war ich sogar auf der Party. Geschäftsbeziehung, persönliche Gründe. Wieso sollte ich zu denen freundlich sein? Ich bin wegen Geschäften hier. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island. And only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Wir alle sofort erkennen, dass ich ein Neuer bin. Solange das nicht
solange das nicht zeitbasierend ist, ist mir das eigentlich, wenn es nur einen Titel geben würde, wo der Spielename drin steht. Frage an Herzogin weiterleiten. Aber warum soll das die Herzogin wissen? Bin ich mit der mitgekommen? Ich habe schon... Allerdings. That's right. Until now, I've never been invited by Lord Mortimer. You'll see. You won't soon forget it. Given what I've seen so far, I wish I'd been passed over. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Dafür ist es jetzt zu spät. Are you all right? Ich sehe aber auch ganz schön abgegammelt aus mit dem Anzug. Also jetzt mal ganz ehrlich. Mother? Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay when you die. Hugh. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Naja, wie sie mir das Ding gibt und sagt, na behalt's ruhig, das vollgeblutete... This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? Das vollgeblutete Ding gebe ich bestimmt nicht zurück. Lass mich noch mal kurz... Hör ich hier Musik irgendwo? So we need to find you, Mother. Hey Silva! Hallo Juju! Guten Abend! Hi! Na Silva, wie läuft? Was hast du gespielt neben Final Fantasy 14 noch irgendwas? Ich habe mich nicht... Irgendjemand hat es mir nämlich mal erzählt, aber Gott, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Gehe zum Herrenhaus, dann gehen wir doch mal überall anders hin, außer zum Herrenhaus. Wobei, ich finde, er ist ganz schick gekleidet. Irgendwie. Weil er sagt, er soll sich einen besseren Anzug anziehen. Ich glaube, so einen guten, er ist ein bisschen dreckig, oder? Ja, wobei. So gut sah ich selten aus. Ich habe in meinem Leben vielleicht 3-mal oder so einen Anzug getragen. Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Stimmt, Forspoken war noch dabei. Stimmt. Da freue ich mich richtig drauf. Es gibt von Square vielleicht 4, 5 Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Vielleicht. Hallo Sparrow! Willkommen am Anfang von Council. Hi. Wolltest du nicht schon vorgehen? Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Oha, hier gibt's Klassen. Ich dachte...
Ja, der Grafikstil, ich mag das von dem, da gibt es ein Spiel, woran mich das die ganze Zeit erinnert. Ich komme aber ums Verrecken nicht auf den Namen. Ich glaube, das war eins von diesen, das schwarze Auge, Black Mirror oder so. Gott, ich komme nicht drauf. Diplomat, Stärken, gesellschaftlichen Dingen, versierter Redekünstler. Umschiffte alle Konversationsklippen, Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie wollen. Das ist, glaube ich, wenn ich raten müsste, sehr, sehr cool. Wenn du viele Leute hast hier, mit denen du reden kannst, das ist, glaube ich, ziemlich cool. Meister der Täuschung bedeuten Wissen, Umfassung, Fachkompetenz, alle Dinge, Fach, Kunst betreffen. Macht nicht aus, andere Personen auszunutzen. Das mache ich eigentlich nicht. Theoretisch. Das mache ich eigentlich nicht. Gibt's nicht mehr, wobei Wolf Among Us, ich bin beim Durchscrollen von Steam, ich habe mal rein aus Interesse die bestbewertesten Spiele bei Steam so ein bisschen durchgescrollt und da habe ich Wolf Among Us auch gelesen. Wieso gibt's denn das Ding nicht mehr, wenn die so ein richtig gutes Teil hier gemacht haben? Detektiv glänzt bei Nachforschung geübt darin, das kleinste Detail zu entdecken. Zupackender Typ, keine Scheu davor, die Dinge direkt anzugehen. Also es ist entweder Diplomat, also ich glaube, ich bin eher auf der Detektivseite. Ja, Wolf Among Us, also ich habe es nur gesehen, was äußerst positiv bewertet. Und deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es die nicht mehr gibt. Tatsächlich. Oh, heiß. Oh. Ja, irgendwas hat man nicht gelesen, das sagt, das liest sowieso keiner. Ja, Detektiv ist auch mehr meins wegen Polizei und zur Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie, Gewandtheit, Logik, Politik, Etikette. Okay, Detektiv. 3 Punkte, folgende Fertigkeiten, Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie. 7 Konstant. Ich finde das so toll, wenn man irgendwo skillen kann. In Forest 2 kann man jetzt ja Stärke skillen, desto mehr man macht. Und alleine, dass man das skillen kann, ist ein großes Plus. Skillen finde ich ganz wichtig. Okay, dann bin ich auf dem rechten Baum anscheinend. Die gibt's noch oder wieder? Was gibt's noch oder wieder? Wachsam Augen, das kleinste Detail. Seltsam platzierte Elemente. Das Verhalten und die Gedanken deiner Mitmenschen sind wie ein offenes Buch für dich. Das ist, glaube ich, wichtig. Logischen Geistes, Sprachfertigkeiten, meisterhaften Nutzen. Körperkoordination. Hier fällt alles merkwürdig. Also am liebsten würde ich mal Menschen lesen können. Theoretisch. Gibt es die noch wieder? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade erst von dir erfahren, dass es sie nicht mehr gibt. Soll ich da direkt voll reinskillen? Dass ich direkt die Leute wachsamen Augen entgehen? Wichtige Details, seltsam platzierte Sachen. Ich meine, es ist ja noch nichts passiert. Ich muss ja noch keine Sachen untersuchen. Also denke ich mal, ich gehe erstmal voll da rein. Noch muss ich ja keine Tatorte untersuchen oder so. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Aber ich lüge sie besser an. Ich habe doch gerade Psychologie geskillt. Sollte ich sie da nicht anlügen? Aber sie hat doch schon gemerkt, dass ich es nicht weiß. Oder sie hat es doch schon gemerkt. Hallo Media. Ich bin mal... Ja, weil die Skills, ich meine, wenn ich raten müsste, so Psychologie, dass man die Leute belügen kann, ist in den Spielen immer wichtig. Dragon Age spiele ich gerade ein bisschen nebenher, das ist auch unglaublich wichtig. Ja, nee, ich sag ihr die Wahrheit. Sie hat es doch eh schon mitgekriegt, vorhin schon. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face.
Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago in London, No. Sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Ich habe mit Dragon Age angefangen. Ja, vorgestern, glaube ich. Und das laufe ich halt so ein bisschen durch die Gegend. Und spiele so ein bisschen. Und allein in den ersten paar Dialogen konnte ich schon 100.000 Leute anlügen. Und das ist schon sehr praktisch, glaube ich. Ob sich da zu viel ändert, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr praktisch. Hallo Andi. Weil ich wollte es einfach mal, ich wollte es testen. Finden wir es raus, Andi, ich weiß es auch nicht. Fertigkeiten erlauben dir versteckte Details. Wähle dir am besten Aktion und passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die Hinweissuche keine Konzentrationspunkte, lediglich die passende Fertigkeit besitzen. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Okay, unten am Hals war es falsch. Also gibt es wahrscheinlich ganz viele falsche und einen richtigen oder so. Oder ich habe den Skill für den unteren nicht. Jede Person, die du triffst, eigene Persönlichkeit gegenüber manche Fertigkeiten anfällig. Andere immun. Ziele zu erreichen, Persönlichkeit kennen. Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben. Und erschöpft sein. Eine Schwäche kriegst du Konzentration zurück. Immunität, Schwächen, Bereich Notizen. Immunität erkannt, Schwäche erkannt. Aber das mit den Gegenfragen. Öffnet das Menü. Emily, please excuse my insisting, but you still... Okay, Moment. Jedenfalls, wenn du in der Zeit drin bist, also ich bin jetzt gerade mal am Anfang. Ich habe gerade eben also ich bin gerade durchs Tutorial durch. Ganz am Anfang durch den Turm, wo du das Leuchtfeuer zünden sollst, dann wirst du halt verraten und dann fängt die Reise sozusagen erst an. Okay, Moment. Immunität gegen Logik. Nur weil sie eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Hallo Garrett. Guten Abend. Bist neu hier, was? Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Weil sie hat am Anfang schon so getan, als ob sie mich kannte. Das habe ich schon gemerkt, aber. Hallo Charles. Der Name passt richtig gut in so britische 1792er Adelsfamilien. Hallo Charles. Ich mit meiner Glaskaraffe dahingegen weniger. Ja, das flott sowieso nicht. Ich habe am Anfang schon Stunden gebraucht, dieses erste Gebiet zu durchsuchen, um da wirklich alles zu finden. Diese Truhen da und diese Wegzeichen und diese ganzen Nebenquests und so. Ich trinke eigentlich nur Tee. Ursprünge, Herkunft schweigt. Das politische Parkett nach ihrer Hochzeit. Mischung, Schein, Vernunft, Ehe, liberär, diskret und besonders habe ich mitgekriegt. Enge Verbindungen aufrecht zu erhalten. Brachte sie es und Diplomaten der Königin. Der Grund, dass sie die Privatsekretärin Gericht neigte. Regelmäßige. Kein Fall würde sie einen dieser berühmten Sachen verpassen. Seine Eminenz Kardinal Giuseppe Piaggi. Ein Gesandter von Papst. Ja, ewig danach gesucht. Weißt du noch, welche Sache das war? Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Diese Testamentstruhe da und diese Wegzeichen der Char sind oder wie die heißen. Überaus fähiger Redner, gesamte Laufbahn. Wobei, über den habe ich sowieso noch nichts rausgefunden. Talente. Anzahl der falschen Optionen bei der Hinweissuche wird halbiert. Oh Gott. Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. About my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Nee, das kann ja nicht sein, sonst wäre sie ja irgendwie tot, schätze ich mal. Talente erhältst du, bestimmte Aktionen durchführst du die Bedingungen, Effekte der einzelnen Talente genau an. Interessante Verbesserung. Deine Talente im Bereich Talente finden. Okay.
Okay, das gucke ich mir dann an, wenn ich Skillpunkte habe. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Da ist was dran. Ja, mal. Laufen und davon Verletzungen davontragen, damit muss man leben. Warte mal. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Wenn dessen Bediensteter ist und die haben für heute Abend wie viele Leute eingeladen? 5, 6 Leute. Wie kann der denn da nicht wissen, wer ich bin? Was? Wegzeichen komplett vorbeigerannt. Ja, diese Wegzeichen der Chars sind, oder wie das heißt. Wobei das eh nur irgendwelches komische Zeug. Also ich weiß gar nicht, ob sich das so gelohnt hat. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Befragung Stufe 1. Habe ich das jetzt geskillt oder nicht? Immer sehr motiviert, alles zu machen. Das verstehe ich auch, weil irgendwie, wenn dann in der Mitte dieser Tagebucheintrag kommt, ist das irgendwie sehr befriedigend. Genau wie dieses Level, der Level-Up-Sound von Gothic. Genauso ist es bei Dragon Age auch. Theoretisch. Tja, mal. Alkoholeskapaden. Fertigkeiten ermöglichen die einzelnen Konzentrationspunkte. Je höher die Stufe, desto näher von der Konzentration. Okay. Da steht 0, etwas gefunden, Schwierigkeit 0, Befragung Stufe 1. Habe ich das? Weiß ich jetzt, ob das klappt. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part. Was? Schwäche ausgenutzt vom Diener? Schwäche Befragung auf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Wenigstens ist es kein zeitbasierend. Gott sei Dank. Dieser feine Akzent, ich finde es so cool. Ich höre diesen britischen Akzent so gern. Also richtig gern. Ich weiß nicht, wenn ich den Amis beim Reden zuhöre, das ist für mich normales Englisch. Und teilweise ist es so ein bisschen, ja, so rausgehauen. Aber das klingt immer so, das macht richtig Spaß, den zuzuhören. Schwierigkeit, Logik, Stufe 1. Ach, dann habe ich das da. Ah, okay, okay. Wenn ich die Skills nicht habe, sind die sowieso ausgegraut. Her mit dem Taschentuch. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests.
Ich fühle mich jetzt nicht wirklich... Ich habe das Gefühl, das hättest du so oder so gekriegt. Egal, was du geskillt hättest, du hättest es so oder so bekommen. Mutters Taschentuch und nun DIN am K gegeben hat, trägt die Initialen SDA. Okay. Der ist so fein, gell? It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Und was machen die auch immer? Die trinken die ganze Zeit immer nur Tee. Ja, gib Mamas Handkerchief. Ja. Horror hätte ich auch nicht gesagt. Also Adventure-mäßiges Sherlock Holmes Erkunden von Tatorten und okkulten Leuten. Oder irgendwie sowas. Ach, guck an. Gelee Royal. 2 Konzentrationspunkte. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Ah, da ist noch irgendwas. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Ah, Moment, da kann man ja was A anklicken. lantern. Nothing special. Ah, ja, jetzt kann ich damit interagieren. Let's see what's hidden inside. Schwierigkeit 3, aber anscheinend kann ich das machen. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the Order. And I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. Moment, das hat mich 3 Konzentrationspunkte gekostet. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Hey, Brützi! Why does the name sound so familiar? Tja, ich erinnere mich anscheinend nicht. Ich habe Politik anscheinend nicht geskillt. Ahoi, Brützi. 2 Jahre, Brützi. 2 Jahre, das ist wirklich, du hast sogar recht. Du bist gerade Gold geworden. Das ist tatsächlich schon mal deins. Wen interessiert denn bitte Politik? Wen interessiert denn Politik? Brützi, ein Glas meines besten grünen Tees auf dich. Prost. Das sieht ein bisschen widerlich aus, oder? Das sieht so ein bisschen wie trüber Apfelsaft aus. Wirklich, Brützi, ich danke dir. Hallo, Brützi. Hey, Gold. Ah, das ist wahrscheinlich entweder das weiße Hemd oder es ist wieder der Fakt, dass ich die Kopfhörer wieder weg habe. Oder abgestandener Jack Daniels. Aber ich glaube, wenn ich abgestandener Jack Daniels in solchen Mengen trinke, dann wirst du das relativ schnell merken. Kobold. Ich schicke dem Furby übrigens ein bisschen von dem Gold, was ich noch übrig habe. Und ich sage ihm, er soll dir ein bisschen was abgeben. Ich schicke ihm, glaube ich, keine Ahnung, die Hälfte von dem, was ich noch habe. Ich habe irgendwie noch 20.000 oder so. Da schicke ich ihm mal 10 und da kann er dir mal 1, 2 abgeben oder so. Oder 3. Oder so. Gell, wie drüber Apfelsaft? Ja, aber es ist Tee. Glaube ich. Was? Nur 1 oder 2? Ihr könnt doch halbe machen. Das könnt ihr auch machen. Also ich denke mal, ich schicke ihm 10 oder so. Ja, du kannst auch die Hälfte haben. Ja, dann schicke ich ihm den... Ja, weil ich dachte mir, ich brauche es ja nicht mehr. Und er transferiert dann noch irgend so einen Charakter rüber auf euren Server und dann kann er 10.000 von mir mitnehmen und dann könnt ihr es teilen. Weil warum nicht? I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Ja, das hat mich jetzt nämlich Konzentrationspunkte gekostet. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Da, Konzentrationspunkte. Kannst du deine Fertigkeiten einsetzen. 4 Bernsteinstücke einsammelst, dann steigt es. Gelee Royal stellt 2 wieder her. Die hebe ich mir trotzdem mal auf. Aber
muss ich mal erkennen, wie ich das im Dialog direkt erkenne. Kann ich dann noch nach anderen suchen? Let's see what's hidden inside. Let's look. Oh Gott, Himmel. A letter written in an Oriental language. Okay, da komme ich sowieso nicht weiter. Abgesehen davon darf ich noch nicht welche Briefe kaputt machen. Ja, der schöne neue Sub-Sound. Ja, ich dachte mir, ich ändere das Da ist er, was ich seit 5 Jahren habe, ändere ich mal durch den Level-Up-Sound von Gothic 2, weil den mag ich irgendwie so gern. Ist mit Hogwarts durch. Ja, langsam sind die meisten sind langsam mit der ersten Runde fertig, spielen es vielleicht nochmal als ein anderes Haus, also es scheint ihnen richtig zu gefallen zu haben. Richtig. Mit der Ataria machst du auch nichts falsch. Nur gute Spiele, Kai. I haven't the slightest idea what it says. Nur gute Spiele, Kai. It's too badly written. I can't make out the address. Vor allem sind die alle versiegelt. Wie will ich die denn aufmachen? Oder wie weißt du denn, was da drin steht? Danke, 28. Erz. Sammel mal für Witcher. In ein paar Tagen ist es soweit. Danke, 28. The address is 50 Bedford Square, London. Okay, er guckt gar nicht rein. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me. It's about time the order sent some envoys there. Probably a Dutchman. Zu wenig, hast ja noch ein bisschen Zeit. This envelope is meant for the Vatican. Okkultismus. This name sounds familiar. Prashi. No. Can't seem to place it. Wahrscheinlich hat es keinen Sinn gemacht, direkt alles reinzuprügeln in die Psychologie. Aber es hätte ja theoretisch sein können, dass direkt der erste Charakter einen ultraschweren Dialog hat, den man nur schafft, wenn man wirklich alles gleich da reinhaut. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Ja, Hogwarts hat anscheinend so eine Ingame-Prozentanzeige oder sowas. Und die es gar nicht erwarten konnten, die haben es direkt durchgeprügelt. Aber es scheint allen, die es bisher angefasst zu haben, scheint es richtig zu gefallen. Gerade wenn die halt so eine Ingame-Prozentanzeige haben, würden mich das wahrscheinlich auch richtig A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. dazu prügeln, da auch auf 100 zu gehen. Ja, du bist ja gestern schon fertig geworden, oder? Gestern Abend mit dem It's a Endkampf. bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Ja, wieso sollte ich die nicht nehmen? This might just come in handy. Wo er die wohl versteckt? Hauptquest heute noch die ganzen Nebenquests. Ach, kannst du nach der Hauptquest mit den Nebenquests weitermachen? Das habe ich nur in ganz wenigen Spielen bisher gesehen, dass das geht. Mass Effect ist eins davon, aber ansonsten sehe ich das echt selten. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Aber wir gehen erstmal da unten lang. Hallo Sieg. Hi. Rangegangen, positiv überrascht bei Hogwarts. Ja, ich gehe jetzt mit sehr hohen Erwartungen ran, weil ihr es alle total toll findet. Locked. I'll never get it open barehanded. Ja, die Eisenstange wird es nicht aufkriegen, schätze ich mal. Glaube ich. Mit Hitman, weißt du, in Hitman, Gobli, da probiere ich die ersten 5 Minuten alles nach Vorschrift zu machen und dann fange ich einfach an, alles und jeden umzubringen. Clearly, I'm not much for manual labor. Let's see if I can get it open another Ja way. klar, wie soll denn das gehen? Mit der Stange aufbrechen?
Also das halte ich zum einen für eine schlechte Idee, weil wie willst du denn ein Eisen, aber jetzt ich mach's trotzdem. Eine Splinter Cell und Metal Gear Solid oder so wäre mein Tod. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich mittlerweile zu ungeduldig wäre für Thief oder so, Deadly Shadows oder so. Ja, okay, das hat mich jetzt wieder Punkte gekostet. There we are. Okay, aber ich kann ja in Dialogen auch das Gelee futtern. Falls ich dann irgendeinen Dialog habe, wo ich die Punkte brauche. Aber ich freue mich wirklich drauf. Ah, ich hab wieder das Gelee zurückgekriegt. Pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Aha. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Noch nicht. Ja, mit dem Kopf dagegen. Nicht jeder hat so einen Holzkopf wie wir, Nonne. Wir hatten es aufgekriegt, so ein paar Mal, aber er wahrscheinlich nicht. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Ja, untersuch das mal. Aha. What have we here? It's cannon powder. Verdammt. Schießpulver untersuchen, Wissenschaft noch nicht It's daran. unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really... Bernsteinstück für je 4 Bernsteinstücke, maximal ein Konzentrationspunkt mehr. Okay. Amber. Bibelfest sowieso. Ich und Bibel, wir sind auf 1 und 1. Kunstmenschen. Indiskret. Ein Punkt in Befragung, Aufmerksamkeit und ein Punkt mehr. Oh Gott. Jetzt gehen wir mal hoch. Ich bin total. Absolut, ich kenne die in- und auswendig. Ja, die schönsten Märchenbücher der Welt. Latin inscription. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Ich kann ja überhaupt nichts übersetzen. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Frag ihn halt, du wirst die Möglichkeit kriegen, mit ihm zu reden. Sehr bald. Oh, mein Herrenhaus. Nee, so wäre. Wobei auf einer einsamen Insel sehe ich mich. Den Tutorial-Hinweis im Ladebildschirm konnte ich auf jeden Fall lesen. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Oh Gott, 3 Fehler noch. Oh Gott. Oh mein Gott. Konfrontation, mehrere Phasen gehen, dabei so überzeugend wie möglich sein. Konfrontation nun den Verlauf der Geschichte aus. Bei Bedarf deine Fertigkeiten einsetzen. Jeder Konzentration grafisch angezeigt, wie sehr du sie... Oh Gott. Oh Gott. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Ja gut, vergiss es. Her mit dem Brief ist ja wohl falsch. Nee, sowieso nicht. Ich habe ihn noch nie gemocht, alles. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother.
Ah, if you only knew, my son, I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Oh, wenigstens ist es nicht getimed. Ja, auf Diskretion steht da, das hätte ich sagen können. Aber hallo alles, hey. Aber ich habe ihn noch nie gemocht. Und The Forest schon gleich 3-mal nicht. Was, eine Schildkröte? Ja, er hat ja gesagt, eigentlich hat er gesagt, er steht auf Diskretion. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You are the worthy son of Sarah. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Oh Gott, das ist jetzt getimed. Ja, okay, das versau ich. Oh Gott, das versau ich. Oh, wahrscheinlich darf ich nicht so lange da. Listen, you have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. The moment you find her? You mean Sarah has gone missing? Shit, I shouldn't have said that. Let's not exaggerate, Your Eminence. I have no other information at this time. It's probably nothing. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Musst du sie überzeugen, indem du das Passende willst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird sie so lange wiederholt, bis du die richtige willst oder keine Fehler mehr möglich sind. Letzte Phase an Konfrontation und den Misserfolgsfall wiederholt. Ja gut, ich könnte noch 2 Fehler machen. Also wenn er jetzt nur 3 Optionen hat, habe ich eigentlich eh schon gewonnen. Zum obersten Feuermagier, 2 Sekunden später lese ich das Ding. Naja, theoretisch, Nonne, würde ich sagen, du hast recht. Theoretisch würde ich sagen, du hast recht, es geht um die Wurst. Aber anders hätte ich gesagt, es geht nicht um die Wurst, weil ich kann ja eigentlich schon gar nicht mehr verlieren, oder? Theoretisch. Aber ich muss nur kurz klicke die Klack, weil... Ja, es gibt wahrscheinlich 10... Okay, komm, probieren wir es. Ja, schau. Außer ich kann das überhaupt nicht wählen. Außer... Was soll ich denn machen, wenn ich das... I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Ricci. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure.
Quick, remember to tell Sarah when you see her. That time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Ja, warum sollte ich den nicht lesen? Warum sollte ich den nicht lesen? Ich meine, er würde das nie rausfinden. Weil er kriegt ihn ja sowieso nicht zurück. Wenn, dann kriegt ihn nur meine Mutter. Und der kann ich schon erklären, dass er offen ist. Oh, die arme Kirche. Was interessiert mich die Kirche? Hinweise, Gegenstände nicht sofort offensichtlich. Manche von ihnen wirken sich in Angst, stets die Augen offen halten. Okay. Versiegelt. Naja, es ist doch in Spielen wahrscheinlich immer schlecht, wenn du den öffnest. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Wie ich nicht mal ein Buch lesen kann. Manuskripte. Während deines Abenteuers weiterbilden, Beginn jedes Kapitels, welches Manuskript leben willst, er hat permanente Fertigkeitenpunkte. Ah, ja. Wie ich nicht mal ein Buch lesen kann. Okay, das geht dann wahrscheinlich irgendwann später festzulegen. Das sind die Dinge, aber ich kann sie nicht anklicken. Okay. Schauen wir uns erstmal schnell um, bevor wir zu den Typen da hinten gehen. Wenigstens kann ich jetzt noch der Story folgen. Ich soll meiner Mutter folgen. Also, sie finden. Gell, ich tue mal so, als ob ich lesen könnte. Erdsternchen. Versetzen dich in den Zustand sensibilisiert. Vorübergehend die Immunitäten Schwächen erkennen. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Aha. Maybe I should introduce myself to the other guests first. Das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, das Leben ist Hardcore, Habes. Eins der härtesten, habe ich mir sagen lassen. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Ah. Naja, über einen Brief ist wahrscheinlich einfach über die Mutter. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Nur weil ich der Hauptcharakter bin, bin ich hier voll im Fokus. Also,
Verschwunden darf ich ja nicht sagen, weil das hat der Eminenz auch schon nicht gefallen. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Nein, natürlich fragen wir danach. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. Was For those essen? who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ach ja, das Make-up, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte das schon mal in irgendwelchen Filmen oder so gesehen. Also vielleicht hat man das halt früher so gemacht. Ja gut, Can Pick Your Nose mit Freunden zu übersetzen im Deutschen, kriegst du den Spruch halt nicht anders hin. Essen ist immer gut, eigentlich schon, oder? Also ich gehe fast mit Holm deswegen mit, weil erstens gibt es ja was zum Essen, zweitens kann ich was über ihn rausfinden und drittens hat Washington gesagt, dass ich bei ihm bleiben soll, aber unter 4 Augen und jetzt ist sie sowieso dabei, das heißt, wir wären nicht unter 4 Augen. Das heißt, ich gehe mit ihm mit. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. Ja, ich will erst mal wissen, von welcher Geschichte der überhaupt redet. Ja, das Gesicht immer schlimmer, gut, aber das Make-up hier wird's nicht besser machen. Ja, also der Typ sieht schon, ich dachte am Anfang, das war irgendein... Der sah nur wegen dem Traum so komisch aus. Would you have any information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then, one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As I said, I don't know very much. Lord Mortimer had the entire area searched immediately. We found no clue as to her disappearance. But I am convinced that as soon as Lord Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Holm. But I beg your pardon.
I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you're mistaking me for another member of the Chamber of Lords. What with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Wie lange dauert es, dieses Make-up sich aufzulegen? Himmel! Außer meine Mutter noch jemand? Groll gegen meine Mutter. Hillsborough, meine Mutter. Sir, do you know Emily Hillsborough? Oh, Madame la Duchesse. Of course. It was I who invited her to the island. Do you know of any link between her and my mother? Not really, no. They may well have met at the court of King George, but I can't be sure about that. No dispute between them, then? Not to my knowledge, no. And even if Duchess Hillsborough is a complex woman to understand, I honestly can't imagine her in a conflict with the famous Sara de Ricci. No! Elizabeth! Ist die erste schon vergiftet worden, oder I was? should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Thank you, Mr. Dipshay. Miss, can you hear me? Leave me. Her breathing is becoming stable and... her heart rate, too. Pale complexion, thin, broken nails, an enormous scar on her temple, tattoos on her hands. I don't know what happened to you, Missy, but it looks like you've been through hell. Can you tell me something about her? Wer ist das denn überhaupt? Irgendwelche Elisabeth oder was? Ja, tja, Frisuren sind schwierig. Mit den bisschen Haaren kriege ich keine Frisuren hin. Ja, irgendwas scheint davor schon gewesen zu sein. Who is this young lady? Elizabeth Adams. She's come to the island for a course of treatment, to rest. For a course of treatment? That's right. Sea air can do wonders. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. Tja, dann wird die uns nicht helfen können. She's just regained consciousness and she immediately reaches for her brooch? I don't know exactly what it means to her, but obviously it's got to be something important. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Let me. I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? I segni della bestia. Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day. Ich hätte doch nicht alles in Psychologie skillen sollen. Ich hätte ein bisschen was von dem nehmen sollen, ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem. Aber jetzt ist es zu spät. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Ich hätte doch bleiben sollen. Vor allem, seit wann gab's diesen Sidecut? Schon 1793. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Oh, it's naughty to tell lies. Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. Ja, ach. To find out what, I should have stayed with them. Too bad. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. So,
who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Himmel, ist ja alles zeitbasierend. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ey, ich hätte mehr durcheinander skillen sollen. Ich habe keine Ahnung von Politik, ich kann nicht lesen, ich habe keine Ahnung von fremden Sprachen, ich kann nicht mal meine eigene. Gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Oh, gibt's jetzt endlich eine Hausführung durch meinen Palast? Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Ja, den Korridor runter, aber vielleicht sollte ich erst überall dahin gehen, wo ich nicht hingehen soll. Vielleicht. Duchess Emily Hillsborough. Ja, da sollte ich wahrscheinlich nicht reingehen. Wobei, ich könnte sie ja auf einen Gute-Nacht-Trink einladen. Oder nicht? Sie hat mir irgendwas vorhin erzählt von wegen Absinth und dann können wir ruhig mal einen zum Abend trinken. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Damit hast du fast gerechnet, 28, oder? Komm, gib's zu. Monsieur Jacques Perreux. Weißt du, obwohl ich wirklich keine Ahnung von Politik und Geschichte habe, selbst ich erkenne die Namen. Goldelixier, alle negativen Effekte, die auf mir lasten. Da gibt es bestimmt 100.000 Wege. Jedes Mal, wenn ich irgendwelche Wege wähle, sehe ich diese ganzen Achievements aufploppen. Du hast diesen Weg gewählt. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Gucke an, wie er sogar darüber redet. Ich dachte, er akzeptiert das. Oder das ist so ein Spielding, über das man nicht redet. Ja, historisch, das habe sogar ich erkannt, obwohl ich wirklich keine Ahnung von Geschichte habe. Aber selbst ich kenne George Washington. Und selbst ich kenne die Namen, die hier vorkommen. Und das will schon was heißen. Monsieur Johann van Woolner. Der zum Beispiel sagt mir jetzt nichts. Aber ich denke mal, diese ganzen Dinger zum Wiederherstellen von den Konzentrationspunkten, die werde ich vielleicht brauchen können. Ich meine, ich will jetzt meine Konzentrationspunkte nicht auffüllen, weil das kann ich im Dialog selber, glaube ich, auch. Da werden mir diese Items angezeigt. Da war irgendwas? Aha. Hallo Kenny. Ich habe das Gefühl, wir hatten uns heute schon mal begrüßt. Kann das sein? So vor ungefähr 3-4 Stunden? Spätestens bei preußischer Minister kannst du dir sicher sein, dass ich die nicht kannte. Er hat zwar gesagt den Gang runter, aber ich will sowieso mal gucken, ob es hier noch was gibt. Und hier und dort. President George Washington. Der Name sagt mir ja auch nichts. Ich meine, als ich reingekommen bin und den Charakter da hab stehen sehen, da dachte ich mir, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und als er dann seinen Namen gesagt hat. Das war jetzt natürlich nur ein Scherz.
Weißt du, im Internet ist es schwer, so Sarkasmus und Ironie zu erkennen, aber ich finde, wenn man ein Gesicht dazu hat, dann erkennt man es, oder nicht? Ja, vor allem, es hieß, wir kriegen was zu essen, Nonne, und ich habe nichts bekommen. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Huh, that's me. Ja, das bist du, richtig. Dann gehen wir mal kurz nochmal den Gang entlang. Da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht. Nein, doch. Gegenstand, was sind denn eigentlich Sammlermünzen? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Collectibles. Und da unten Sammlermünzen. In Lord Mortimers Haus verstreute Münzen. Okay. Ich hab was... Mir wurde Essen versprochen und ich krieg nichts mehr. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Naja, was heißt dauernd Fragen gestellt? Ich habe nicht die Möglichkeit bekommen, nach Essen zu fragen. Also die Sache ist, Piaggi hat gesagt, da sind 15 Namen drin von Priestern, die fliehen wollen oder so. Also, wenn das stimmt und ich den Brief aufmache, ich meine, er kriegt das doch sowieso nicht mit. Wie soll er das denn mitkriegen? Außer er sieht dann zufällig, dass ich den Brief irgendwo hingelegt habe. Also, es ist immer in jedem Spiel die schlechte Variante, den Brief zu öffnen. Da hast du eigentlich nur Nachteile von. Aber ich persönlich sehe nicht, wie das auf mich zurückfeuern soll. Ich breche das Siegel. Ich will wissen, ob da wirklich nur die Dinger drin sind. Es ist mir schon klar, dass das Siegel dann gebrochen ist. Aber wie soll er das jemals rausfinden? Weil er hat gesagt, hier, nimm den und gib ihn deiner Mutter. Und meine Mutter ist doch mir wurscht, ob die sagt, oh, wie konntest du das Siegel nur brechen? Ich brech's. Okay, let's see what it contains. Too bad for Piaggi. So, it really is a list of French countrymen. Piaggi wasn't lying. But now it's opened. I better get it to Mother soon. Toll, siehst du? Ich wusste es. Es war wieder nur negativ. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Das war wieder nur negativ, weil jetzt hieß es, ja okay, das hat mir gar nichts gebracht. Ich gebe den jetzt meiner Mutter und kriege Ärger dafür. Es ist immer negativ. Karmelitengeist. Versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Die nächste Fertigkeit kostet dich nichts. Carmelite water will give me a little reprieve. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Diese Bilder, ich kann mit den Bildern ja gar nichts anfangen. Also wirklich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe sowieso keine... Doch, ich habe sogar ein Bild hier rumhängen. Und zwar, ich habe rumhängen ein Hauch von Tüll von dem unglaublich talentierten Künstler Thaddeus. Das nenne ich mal. Das habe ich vom Kai bekommen. Das halte ich richtig in Ehren. Das hängt da hinten und sieht richtig schön aus. Ein Hauch von Tüll ist einfach schön. Ein Hauch von Tüll ist einfach ein schönes Bild. Genau, das ist ja gar nicht meins. Oha. Schön. Wohl eher gehört in den Müll. Kobold, das ist so ein schönes Bild. Ich verstehe es bis heute nicht, wie dieser Kunstkritiker das sofort wegschmettern wollte. Ich fand das nämlich schön. Ja, okay, da darf ich überall nicht rein, das sind die... Das sind natürlich die Zimmer von den anderen Leuten da. Mal gucken, ob ich mit den Münzen irgendwas anfangen kann. Mal. Ist das meins? Okay, geh ins Bett. Anscheinend war das meins. Okay. Ja, erstmal den anderen Gast belästigen. Ich dachte, das ist gar nicht meine Hütte. Hey, Combo!
Hallo Combo. Skalin, vielleicht merke ich es mir, wenn wir im nächsten MMO zusammen rumlaufen und dann nennst du dich auch Skalin. Dann muss ich ja zwangsweise, dann vielleicht lerne ich es dann. Das sage ich seit einem Jahr. Okay, nicht alle Hinweise auf meine Mutter, das habe ich, aber das ging ja gar nicht. Das konnte ich überhaupt nicht, weil ich glaube, der Hinweis wäre wahrscheinlich im Pulverfass gewesen und da hatte ich die Fertigkeit nicht so. Das Buch am Anleger nicht mitgenommen. Okay, da habe ich anscheinend irgendein Buch nicht gefunden. Wer weiß, vielleicht war das in dieser, wer weiß. Also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht fast. Krieg ich wenigstens ein Level up? Krieg ich noch eins? Verdammt. Erfüllte Ziele, freigeschaltete Eigenschaften, erkannte Charaktereigenschaften, neue Charaktere, ausgenutzte Schwächen, gefundene Combo aka Skalen. Da wäre beides mit drin. Ja, dann passt er immer. Aber nee. Aber ich komme nicht von Combo weg. Du musstest dich dann ja auch in WoW Combo dort nennen. Da bin ich ja noch mehr auf Combo eingeeicht worden. Ich nenne dich einfach wieder Highbrow. Ich bin schließlich alt. 4 Punkte für... Oh, jetzt kann ich endlich mal die anderen Sachen skillen. Also ich glaube, dass gerade sowas wie Sprachen und Politik hier wichtig ist. Aber ich werde da nicht reinskillen dürfen. Schätze ich mal. More Dots, more Dots, more Dots. Vielleicht geht es ja in Throne and Liberty und Blue Protocol, vielleicht geht es da ja auch. Wer weiß, wie viele Dots es da gibt. Körperkoordination, also Gewandtheit weiß ich jetzt nicht. Logik, glaube ich, macht Sinn. 4 Punkte nötig. Also ich gehe mal... Also Level 1 ist wahrscheinlich blöd, weil da kann ich nur die Gammeldialoge. Und Befragung macht vielleicht Sinn. Schalte Dialogoptionen frei. Also ich gehe jetzt mal auf Befragung und Logik noch. Sprachen kann ich anscheinend gar nicht lernen. Oder Belesenheit oder so, das kann wahrscheinlich nur die... Sprachen, das kann nur der andere. Ja, es ist halt wirklich entspannt. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, aber ich dachte, ich teste halt mal rein. Weil Blue Protocol ist halt kein PvP. Also wirklich gar keins. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass du halt Sachen alleine machen kannst. Weil was an MMOs ja Sinn macht, aber was manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn du halt immer Leute für irgendwelche Raids brauchst. Und in Blue Protocol kannst du halt alles alleine machen. Ja genau, war auch kein PvP. Aber da kannst du halt alles alleine... Und das finde ich halt mal schön. Du kannst einfach alleine in Dungeon oder du gehst halt zu 5 rein oder zu 6 oder so. Und das ist halt was ich richtig plus finde. Und es sieht mal nach was Schönem aus, finde ich. Ja, coole Leute zum Zocken und selbst wenn nicht, man kann auch mit nur einem einzigen in Dungeon oder so. Ja, ich finde, das ist in Ordnung. So können wir es gehen. Vielleicht. Aber mal abwarten. Noch 3000 Jahre warten, bis irgendwas mal irgendwann rauskommt. Manuskripte. +1 in Psychologie, +1 in Überzeugung. Wenn ich jetzt auf Psychologie skill, habe ich 4 in Psychologie. Vielleicht sollte ich erstmal Überzeugung skillen. Dann habe ich das auf... Ach komm, wir gehen direkt das da. Und dann habe ich das nämlich fertig geskillt. Dann kann ich alle Psychologiepunkte vielleicht machen. Das stimmt schon, ja. Gut, Leute zum Zocken hast du immer. Und selbst wenn nicht, findest du relativ schnell. Das geht immer Combo. Wobei, bei mir kommt jetzt erstmal wieder Witcher 3. Jetzt bin ich ein richtiger Psychologe. Oh Gott, ich muss jetzt aber kein Schach spielen, oder? Your turn? The servants are not very efficient. Durishay can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durishay's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Ich glaube, dass meine Mutter mit irgendwelchen... Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Ach, Combo, ey. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear.
I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never Napoleon? too late. And we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this? Come, take a seat, my friend. Ich glaube ja, dass meine Mutter mit irgendwelchen okkulten Fähigkeiten dafür verantwortlich ist, dass ich diese ganzen Visionen sehe. Napoleon Bonaparte. Mein Gott, ich sehe aus wie der letzte Penner. Also kommen wir das... Na, ich weiß nicht. Nach Witcher 3 kann ich dich wieder mit Gothic versorgen, aber... Vielleicht solltest du zwischenzeitlich dir selbst eine Spritze setzen. Zumindest... A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Ja, gell, wenn man dauernd die Figuren in den Kamin wirft. Schade, ich hätte fast gern vielleicht ein bisschen Schach gespielt. Das wäre schon lustig gewesen. Simpsons denken. Ja, Homer mit der Make-up-Flinte, wie er Marge ins Gesicht schießt. I'm coming. Also teilweise, der eine Typ sieht unfassbar heftig aus. Also wirklich unfassbar heftig. Kreisschlüssel. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed you will find a key that will enable you Okay, to ja, ich verstehe. Ja, ich komme ja schon. Das habe ich mir, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch, Himmel, Herrgott. Ja, vor allem, ich habe ja gesagt, ich komme schon. Wie unhöflich ist es denn bitte weiter zu klopfen? Ich habe doch gesagt, ich komme. Inventar voll mit Gelee. Igitt. Das arme Inventar. Dann ist halt so ein Gelee. Ja, drücke 1 zum Einnehmen. Devil's Thorn. Ja, ich komme ja schon. Hast du die Make-up-Flinte zufällig noch, Engel? Dann schieße ich ihm direkt ins Gesicht. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Okay, ich komm ja Very schon. jolly. Excuse me. Am I bothering you? Ja. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Elizabeth, ja. I bumped into her in the small salon before. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. Ja, die andere sollte ja auch My tot vision sein. is true. There are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Mit deren Gesichtern. Naja, so sahen die halt 1793 aus. Ich meine, die sind halt alt. Warte mal noch 20 Jahre, guck da mal in den Spiegel und dann schau mal, wie dein Gesicht aussieht. Dann siehst du nämlich bald so aus wie ich. Ja, füll das mal nach, ja. Füll das mal nach. Ich weiß nicht, 1793 sahen die Chirurgen wahrscheinlich... Vision auf der... Nee, ich helfe ihm. Nee, ich will ihm helfen. Er ist nämlich genau auf der gleichen Seite wie ich. Er hat auch einen Geist gesehen. Genau wie ich. Diese eine Baroness, da ist ja eigentlich auch tot. Zumindest habe ich das in dieser Vision gesehen.
Also glaube ich, setzt auf die Genforschung, kann sein, dass wir da ein paar Jahre vielleicht zu spät kommen. Wenn wir langsam tot sind, dann kannst du dir dein Baby im Labor aussuchen oder so. Ja, neue Leber, neue Lunge. Boah, wenn ich meine Körperteile austauschen könnte. Ich wüsste sofort ein paar Körperteile, die wären sofort fällig. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Sekunde mal, jetzt bin ich verwirrt. Elisabeth ist doch... Ich kann mir Namen einfach nicht merken. Wo ist denn... Napoleon Bonaparte. Ah ja, genau. Sie hieß Emily, ja genau. Okay, ich habe noch keinen Tagebucheintrag zu Elisabeth. Okay, ich verstehe. Die Leber glaube ich gar nicht. Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Okay, dann beeile ich mich wirklich. Nicht, dass das jetzt zeitpassierend ist. Ja, also meine Leber, glaube ich, ist gar nicht so schlimm. Ich meine, hin und wieder trinke ich was, aber ich glaube, dass die Leber... Das geht schon noch. Also die hat schon noch ein paar Jahre, bis sie zusammenknickt. Ja, ein paar Jahre zu früh zu sterben, ja. Ja, ich glaube sowieso, dass wir... Also, wir sind schon in einer relativ coolen Zeit, eventuell, weil... Echt, war die da oben? Weil, ich meine, wir haben einen Jahrtausendwechsel mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein großes Plus ist. Ah, doch, stimmt. Ach, stimmt. Ich habe sie nicht gesehen. Eben flaschenweise Schnaps jeden Tag, trinken Bier am Tag und das... Also, ich glaube nicht, dass das meiner Leber schadet. Schätze ich mal. Also, wir haben den Jahrtausendwechsel mitgekriegt, aber ich glaube... Ich wäre am liebsten in der Zeit geboren, wo ich diesen Planeten verlassen könnte. Mal so auf dem Mond oder auf dem Mars oder so. Das hätte ich gern mitgekriegt. Ja, und dann Gothic spielen. Unser Hirn dann immer wieder rüber transplantieren lassen in einen neuen Körper, dass wir dann wieder von neu starten. Tochter dem Vizepräsidenten, bereits Geburt, Eltern abgelehnt, offiziell Totgeburt, isoliert. Verfiel dem Wahnsinn. Tochter schließlich zu Mortimer mit der Hoffnung, dass er ihm helfen kann. Ohne große Zuversicht ist sie jetzt seit kurzem, seit 4 Tagen, glaube ich, hier. Meine Mama ist seit 2 Wochen weg. Glaube ich. Gibt's hier noch... Oh, es gibt Met. Wenn du ein paar Minuten wartest, kann ich mit dir anstoßen. Ich habe aber leider nur ein Bierchen da. Weil Met, ich denke mir immer... Was macht denn der da? Weil ich denke mir immer wieder, ich will mal Met mitnehmen, wenn ich einkaufen gehe, aber ich vergesse es halt jedes Mal. Das finden wir gerade raus, Brain. Briefe schreiben. Oh, hast du was gegen Briefe? Ich finde es richtig schön. Teilweise geben mir die Leute ja in Paket Briefe mit. Ich finde es so schön zu lesen. Das lese ich 100-mal lieber als irgendwelche E-Mails oder so ein Schmarrn. Glaube ich. Ja gut, Combo, aber ne, den müssten wir mitmachen. Den mussten wir mitmachen und jetzt müssen wir die ganze Zeit aushalten, wenn wir bei unseren Eltern sind, haben sie, oh, guck mal, ich habe ein Smartphone. Und dann zeigen sie dir die ganzen, guck mal, hahaha, wie lustig und zeigen dir irgend so ein voll peinliches Video. Und du so, ahaha, ist das lustig. Da müssen wir jetzt durch. Glaube ich. Ja gut, ich glaube, man fand, ich weiß nicht. Ich meine, ich fand die Anfangszeit vom Zocken auch besser, aber das ist wahrscheinlich einfach nur, weil wir alt sind. Also am Anfang, wo es nicht um die Grafik ging, sondern wo es mehr so ein bisschen um die Tiefe geht, glaube ich. Weil da hat ja irgendwie dann der NES oder der Super Nintendo oder der N64 hatte einfach Grenzen und da konntest du nicht drüber gehen. Dann hast du dich mehr aufs Spiel konzentriert. Also ich hatte das Gefühl, ich habe früher... Aber das ist, glaube ich, nur so ein Gefühl. Ja, kann gern warten. Ich will noch rausfinden, was mit Elisabeth los ist. Der scheint da zu lauschen. Ah, my son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. Napoleon. Should do something, my son. Ja, ich gehe da rein. Logisch gehe ich rein. Ja, selbstverständlich gehe ich rein. Und zwar jetzt sofort auf der Stelle. Verkostung und erfindlichen... Ja, warum wohl? Ich sag ja, wenn mich jemand mittags mal dran erinnern würde, bevor ich einkaufen gehe, würde ich mir auch mal eine Flasche mitnehmen. Aber ich vergesse das immer.
Ich weiß, es ist ein bisschen... Weißt du, Combo, ich habe echt Probleme. Wirklich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn ich bei Twitch rumschaue, wenn ich mir irgendein Spiel anschauen will, was mich interessiert, ich habe echt Probleme, jemanden zu finden, der wirklich... Weiß nicht, bei dem nicht so dieses... Genau wie du es mit dem NPC. Also, weiß nicht, so... Der halt wirklich... Weiß nicht, ist irgendwie schwer. Keine Ahnung. Ja, es ist irgendwie... Ich klicke mich so rum und halt teilweise sind die Leute echt nett, aber ich fühl dann irgendwie die Leute nicht, weil... Es ist dann irgendwie so NPC-mäßig halt. Also wenn ich eine bestimmte Frage stelle, weiß ich schon, welche Antwort ich kriege, weil es halt ein NPC ist. Schwer zu erklären. Ja, ich gehe rein. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Ja, so 2 bis... Wake up the whole manor, please. Ja, 2 bis... Thank you, my son. May God watch over you. Ich hab auch nur 2. Ich habe auch nur 2 und ich bin schon lange am Schauen. Oh, das ist gar nicht Napoleon. Ja, mehr gibt's halt nicht. So ging's mir aber auch. Also seit 2 Jahren oder so klicke ich immer wieder auf Twitch ein bisschen rum. Ich habe schon ein paar gefunden, die ganz nett sind, aber Leuten, denen ich wirklich lange zugucken kann, habe ich vielleicht 2 gefunden oder so. Vielleicht. Flasche Met geschenkt, wilde Feier ganz allein gesoffen, weil Met so lecker ist. Met ist so unfassbar lecker. Aber keine Ahnung, vielleicht haben wir einfach nur Pech oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir einfach nur Pech. Oder wir schauen nach den falschen Spielen oder wir lassen uns zu leicht von den hübschen Mädels ablenken. Weil wenn da jetzt einer ist, der könnte nett sein und daneben ist eine, die richtig hübsch aussieht, so rein aus Interesse klickt man dann halt erstmal auf das Mädel und da ist man schon wieder ganz woanders. Vielleicht. Ja, neu und cool, ja. Da war es halt alles noch so... So ging es mir aber... So geht es mir zum Beispiel auch irgendwie mit... Oh Gott, ich darf nicht in meiner Jugend schwelgen. Wenn ich damit jetzt anfange, dann heißt es wieder, du bist so alt. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Aber mittlerweile ist es wirklich... Weil egal, wo du raufklickst, es ist irgendwie immer... Es ist alles das Gleiche. Also es ist irgendwie... Alle sagen dieselben Sätze und alle sagen... Danke für den Follow. Hin und wieder, ich habe jetzt mal 30, 40 insgesamt halt gefolgt, um einfach mal so, weil die ganz nett waren. Und immer, oh, danke für den Follow. Guck doch auf meinem Discord. Und habe schon wieder sofort keinen Bock gehabt. Dementsprechend sinnvoll sein, nicht sofort den ersten Weg zu nehmen, der sich zeigt. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it. Ach komm! Ich kann wenigstens unterbrechen. Ach komm! Wenn ich jetzt einschreit, haut sie ab, genau wie er es gesagt hat. Ja, genau, genau. Ja, genau, und machen das irgendwie so nach, weil sie denken, okay, so muss ich das machen, weil so machen es die. Aber dann guckt man sich dann sieht man das halt von den Großen und dann machen die das alles so. Also teilweise ist es mit dem, aber du, ich weiß, was du, ich sag halt, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber Combo, das ist halt wir müssen halt einfach weitersuchen. Ich habe noch nie auf so eine Glocke noch nie. Es ist, vor allem, wenn jemand sagt, abonniere, mache ich so gut wie nie. Also ich schreite ein, sorry, aber ich schreite ein. Let her go! Huh? Stay out of it, boy! Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy! If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Oh shit! Ihn schlagen, ihn beruhigen. You're not back in your slum now. You're in Lord Mortimer's home. I suggest you think carefully about what you're going to do. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots.
ihm vermeintlich zustimmen. Oh Gott! Women, right? They really do drive us crazy sometimes. I totally understand. Yeah, and every time they open their mouths, it makes you want to slap them. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move, we're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Oh. Ich glaube, nee, der schießt nicht. Ich kann nicht sterben. Ich bin der Hauptcharakter. Ich kann überhaupt nicht sterben. Wow, der ist richtig sympathisch, oder? Vor allem dachte ich mach's richtig. Echt, bei mir hast du sie an. Ja, gerade diese Glocke bringt halt auch überhaupt nichts bei mir. Hallo Furby, weil, ne, ich habe ja auch mal auf Discord so einen Kanal gehabt, wo ich immer reingeschrieben habe, live oder so, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Also die Glocke ist noch nie irgendwo gedrückt. Noch nie. Was heißt in Detroit nichts gelernt? Da sind ein paar 100 Jahre dazwischen. Ich glaube, da ändert sich vielleicht was. Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr als Konzentrationspunkte. Nimm ein Goldelixier, um dich zu heilen. Ich meine, ich habe gerade einen Konzentrationspunkt wiederbekommen, weil ich eine Schwäche gegen Frauen genutzt habe. Um Gnade flehen, nein. I've watched you, and you're shaking. I'm betting you won't fire. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got all Naja, Moment mal. Konfrontation mal 2. Du erhältst 2 Punkte in Psychologie. Aber hab ich jetzt nicht schon 8000 Punkte in Psychologie? Warte, geht das Ding noch höher? Ah, Moment, Psychologie war gar nicht Stufe 2. Ach, 9 Punkte für 3. Ach so, ich muss da 4-mal reinskillen, um die Stufe einmal zu erhöhen. Oh, ich hab's ja gar nicht gecheckt. Der ist super Psychologe. Ich hab mich schon gewundert. Ja, eine Schedule zu haben. Das ist zum Beispiel dasselbe, so eine Schedule zu haben. Dann bin ich bei irgendeinem, der einfach spielt, so worauf er Bock hat. Und ja, ich habe meine neue Schedule gepostet, da könnt ihr euch mal daran richten. Und du merkst so richtig, dass er überhaupt gar keinen Bock hat, das zu machen, aber das macht man halt so. Glaube ich. Nee, der Typ sieht, die Narbe, das ist übrigens meine Schuld. Jetzt verstehe ich das erst. This time, but don't try it again. Puh. Knappe Angelegenheit. Ja, George Washington wird mich jetzt hassen. Elizabeth has lost her brooch. George Washington wird mich jetzt richtig hassen. Ich weiß, mit dem Goldelixier kann ich dieses Angespannte heilen, aber das hebe ich mir lieber für einen Endboss auf. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. There's a pattern with 5 circles on this chest. Wieso kann ich den nicht verwenden? Heimlichkeit nicht erlangt. Vielleicht kann ich den Schlüssel nicht hernehmen, weil das nicht der richtige dafür ist oder so. Vielleicht. Das wäre viel zu logisch. Voll mit Gelee. Dann essen wir doch ein Gelee. Vielleicht. Ja, 2 Wochen nicht online. Naja. Dasselbe. Ja, einfach keinen Bock. Das denk ich mir auch immer, wenn die Leute sagen, oh, Blas, ich war jetzt leider 2 Wochen nicht da. Und weil ich hatte das Problem und ich war seit Monaten nicht da gewesen. Oh ja, ich hatte ja so viel Stress in der Arbeit. Ähnlich wie die Gothic-Modder sagen, oh, ich konnte das Update leider nicht rausbringen, weil ich so viel Stress in der Arbeit habe. 3 Wochen, 3 Jahre lang kein Update. Oh, ich hatte ja so viel Stress. Ich so, dann sag doch einfach, dass du keinen Bock hast, doch kein Problem. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Ja, das wird jetzt George Washington wirklich nicht gefallen, glaube ich. Dass ich die einfach so abgehen lassen. Ja, es ist halt so, immer voller Gelee. Ja, eben, wenn man einfach keinen Bock hat. Ist ja hier genauso, ist doch
Viele sagen, oh, Plus, du hast jetzt, keine Ahnung, Detroit gespielt, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Well, das ist in Ordnung. Did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. You can always go back. It's too late now. Ja, aber was soll's? Verballen können einfach gesagt, ja, keinen Bock, aber... Ja, aber wenn's halt einfach so ist. Ja, ich bin aber froh da. Also ich finde es schöner, wenn mir jemand einfach sagt, oh, hat keinen Bock. Weil ich werde ja dann häufig angeschrieben, oh, ich war leider nicht da wegen irgendwas oder sowieso. Und nur ein oder zweimal, nee, nur einmal hatte ich jemanden, der gesagt hat, ich hatte einfach keinen Bock. Also ganz ehrlich, ich hatte auf deine Fresse einfach ein paar Monate keinen Bock. Ich so, voll in Ordnung. Aufstehen, okay. Das ist voll in Ordnung. Geh wieder ins Bett. Ja, George Washington mag mich jetzt nicht. Aber that's life. That's life. Ich weiß nicht, wo diese Sonderzeichen da immer herkommen. Ja, weißt du, die Sache ist, wenn du dann nämlich... Jetzt irgendwelche Storys, die Sache ist, wenn du halt sagst, du hast einfach keinen Bock, dann hassen dich einige dafür. A few leaves out of an old encyclopedia. Aber einige finden es lustig. Dann verlierst du zwar ein paar, die auf Etikette stehen, aber du gewinnst ein paar, die sagen, ja, fand ich gut. So Jacques Perreux? Jacques Perreux? Dass wir uns an- und abmelden müssen. Du, Kobold, ich habe deine Krankmeldung übrigens von letzter Woche immer noch nicht. Du warst letzte Woche mal einen Tag nicht da, ich vermisse immer noch deine Krankmeldung. Dir ist schon klar, dass du das abgezogen bekommst. Also, ich meine, das steht in der Personalakte, aber du wirst schon wissen, was du machst. Du wirst schon wissen, was du machst. Duchess Emily Hillsborough. Ich werde mich da nicht einmischen. Ja, statt eine Ausrede zu erfinden, komm, das kenne ich. Das kenne ich, das war ja hier auch so, wo wir in WoW geradet haben und du warst nicht da. Oh, hatten wir einen Raid? Ist passiert, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, du fragst im Random-Chat, du, vor allem ein die Idee für Raid und alle so, ich. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Oh, also Nonne, ich meine, ich bin zwar nicht der beste Polizist gewesen, aber selbst ich würde hier wahrscheinlich deine Ausrede anzweifeln. Ja, Kobold, du weißt schon, was du machst, ich meine, ne? Also Ende des Monats, und der ist jetzt relativ sehr bald, ist die Akte zu und bis dahin müssen alle Sachen abgegeben werden. Das war so geil. Kommen wir ganz ehrlich, siehst du, einige Leute hätten gesagt, oh, tut mir leid, ich hatte leider gerade Lag oder es hat leider gerade geruckelt oder meine Batterie von der Tastatur ist leer geworden. Und dann ich gesagt, ja, komm, erzähl halt keinen Mist. Aber dazu einfach gesagt, sorry, ich stand in der Wolzone, weil ich gerade Döner gegessen habe. Das war einfach 10-mal besser als irgendwie diese Standardausreden. Glaube ich. Eben, genau, das ist, was ich sage. Ich fand's lustig. M? Was? M? Du zweifelst mich an? Ja, ich glaubte das. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the Why do you ask? I have a name to add to it. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Weißt du, es ist immer negativ, diese Briefe aufzumachen. Ey, komm, ich wusste es. 12 Uhr mittags hat einige Leute rausgehauen. Aber hey, das ist eine Story, die kannst du für die nächsten Jahre erzählen. Kein Mensch raided um 12.
Hallo Met. Ey, Met, kaum kommst du rein. Ey, es ist einfach so kacke. Ganz ehrlich, es ist immer das Vor allem die Musik schon im Hintergrund. Es ist... Mann, ey. Oh Mann, ey. Shit. Toll, Met. Gerade habe ich noch gesagt, ich würde dich gern trinken. Ein Met trinken, aber so nicht. Mhm. Ja, aus Versehen. Aus Versehen ist die Karte aufgegangen und dann... Moment mal, kommt dir diese Karte nicht bekannt vor? Shit. George Washington enttäuscht, den Typen enttäuscht. Soll ich mal Kobold trinken? Aber Kobold ist, glaube ich, auch irgendein Getränk. Ja, die Schatzkarte, ja, wo sie so... Aber er hat doch gesagt, wir dürfen sie berühren, oder? Ja, da hast du recht. Blablabla. Dann haben sie... Ja, komm, hilft nix. Here it is. You opened it. Don't worry about that, Your Eminence. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give your mother this letter myself. Shit. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Das ist aber auch so ein offensichtliches... Das ist so ein offensichtliches, um den Spieler zu ärgern. Im Leben wäre das nie passiert, dass er diesen Brief zurückverlangt. Und das haben sie nur eingebaut, um die Leute zu ärgern, die wieder rumschnüffeln müssen. Verdammt. Meinst du, der mag mich ja jetzt nicht mehr? Ja, ich hab's wohl geopend. Vor allem diese Kackmusik auch, weil die Kackmusik genau weiß, dass ich ihn aufgemacht habe. Louis, you're straying from your objective. Was? Geh wieder ins Bett. Was denn? Ich wollte mich nur umgucken. That's me. Natürlich liest du den. Natürlich liest du den. Vor allem, die Situation hat keinen Zweifel gelassen, dass du den nicht lesen kannst. Ich musste den an meine Mutter geben. Hallo, natürlich lese ich den. Der kann ich das schon erklären, dass ich ihn gelesen habe. Was, einen neuen Papst? Du, der hätte einer sein können. Ich meine, spielt ja 1700 irgendwas. Und ich bin ja hier mit George Washington zusammen und mit Leuten, die man kannte, Napoleon Bonaparte und so. Und vielleicht ist das sogar ein Papst, keine Ahnung. Ich kenne vielleicht, wenn ich... I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. Ja, das war... Mortimer had better show up. Das war kein guter erster Tag. Hast du ja bald einen Unfall? Kennst du dich so gut mit Geschichte aus? Vielleicht hat er wegen mir einen Unfall. Oh shit, oh. Okay, alternative Wege sind mir eigentlich wurscht. Oh, Kacke. Ich habe sie nicht aufgehalten. Was heißt ohne Erfolg? Das wollte ich so. Das könnte danach positiv sein. Ich hätte was über die Vergangenheit rausfinden können. Naja. Ich glaube, Med, da stimmt was nicht. Ich meine, einen davon, der passt nicht in die Reihe rein. Es ist so ein Professor Layton-Rätsel. So 0, 1, 2, 2, 3, 4. Mit welcher Zahl geht's weiter? Geschichte kann man nicht ändern. Geschichte kannst du nicht ändern. Außer du spielst im Film Déjà-vu mit. Oder, das war's glaube ich schon. Ja, okkultes Zeug. Also wenn du jetzt seit Anfang dabei warst und alles gesehen hast, was ich gesehen habe, musst du doch wissen, worum es geht. Schätze ich mal. Ich soll meine Mutter eigentlich finden. Oh, Kacke. Krieg ich wenigstens ein Level ab. Naja. 4 Punkte verfügbar. Wir könnten mal sowohl Befragung auf Stufe 2 bringen, als auch Logik. Dann könnte ich die mal eine Zeit lang auf Stufe 2 lassen, aber das bringt bestimmt was.
dass ich die jetzt erstmal 1 höher mache. Was? Das Goldelixier hält immer noch an. Ja, vielleicht warte ich, bis ich noch ein zweites negatives Ding kriege. Ne, das glaube ich auch nicht, Erion. Also ich glaube, ihr seid alle genauso wenig geschichtsfest wie ich. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Ja, aber die anderen wollen ja, dass ich das untersuche. Die gehen ja davon aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine echte ist, wo man wirklich rausfinden kann, was da rein gehört. Ich probiere es aber trotzdem nicht. Oder es ist nur ein Scam. Die habe ich im Professor Layton schon nie gekonnt. Vielleicht teste sie halt mal und sag mir Bescheid. Genau wie Homer Simpson, der keine $2 für so eine Materientransportermaschine ausgeben wollte. Okay, das habe ich anscheinend gelesen. Kann nicht ausgewählt werden, finde alle Teile. Das kann ich noch lesen. Gott, ich brauche dringend mehr Bücher. Oha, oha, oha. Writing material. Ja, das kostet mich zwar Punkte, aber ich habe so viel von dem Gelee. Also benutze ich das. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Das ist tatsächlich odd. Du wirst ja schon einen Reim drauf machen. Please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured... Ja, okay, das habe ich schon gelesen. I haven't even had time to unpack my cases. Ist doch wurscht. Die paar Tage... Lemon. Nothing. Pff, das ist dein Bett, was soll da groß sein? The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Ixion ist eine Bestie aus Final Fantasy X, übrigens. Ihr Unwissenden, das wusstet ihr bestimmt alle nicht. Final Fantasy X, wie könnt ihr das nur nicht gespielt haben? Schämt euch. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. Wem fällt sowas auf? A Voyage Around the World. The travel log of the explorer, Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Ja, es hat funktioniert, oder? See if I can find anything else in this room. Seite mit Symbol untersuchen. Ja, her damit. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell Zitrone. reminds me of something. Come on, Louis, think. Think. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She applied a liquid to the book. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Aha. Ist völlig egal, wie leicht es ist. Ich will auch, wenn ich Professor Layton dann spiele, da kommt eins auf der Switch raus, nicht alle 2 Sekunden lesen, oh, das Rätsel ist ja einfach, du musst ja nur das und das machen.
Ah, das kann ich 100-mal sagen, aber irgendwie scheint's. Vor allem, wer hängt sich denn sowas daheim hin? Das erinnert mich übrigens an The Forest. Da laufen auch solche kleinen Babys rum, die dich dann so anspringen. Und das ist fürchterlich. In diesen mega dunklen Höhlen. Diese Kackbabys. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Ja, Schlüssel, warum soll ich das knacken, hallo? Lass ich dich jetzt übrigens mit deinem Met warten, Engel? Kann das sein? There's a note. Effects of Sœur de Richer. To be given to her son, Louis. I should probably take it. Wahrscheinlich solltest du das ja. I have no space left. I'll retrieve it later. Du hast Inventar voll mit Gelee. Mein Inventar schon wieder voll mit Gelee. Dann ist halt mal Gelee. Ja, lecker Gelee. All right. I've retrieved everything. Schmeckt dir nachher umso besser, welche Flasche du aufmachst. Ja, du kannst dich langsam überlegen. Du kannst mal überlegen. Weil ich habe das Zimmer jetzt gleich fertig und das ist der perfekte Moment, um loszulaufen. Lecker Gelee. Den Wert der Asche einschätzen, was? Ach, wahrscheinlich nehme ich dann die Asche und mache damit das sichtbar. Also ich könnte ja, wenn die da was reingeschrieben hat, könnte ich ja Asche nehmen und da drauffallen lassen und dann runterpusten. Und dann bleibt wahrscheinlich die Asche auf dem, was sie geschrieben hat, fest und dann sehe ich das. Das ist die ganze Tasche. Jetzt hat er das in seine Manteltasche gesteckt oder was? Ist ja voll eklig. Da könnte ich jetzt nämlich die Asche drüber streuen und dann so runterpusten. Darf ich hier noch raus? Aha. Himmel, was eine dichte Nebel. Oh, das sieht richtig schön aus gerade. Da könnt ihr ein bisschen in die Ferne gucken. Ich gehe dabei eine Sekunde AFK. Jetzt musst du dich beeilen, Engel. So. Schöne Aussicht, oder? Jederzeit bereit. Korkenzieher. Schon noch ein Problem, was ich hätte, wenn ich mir Met holen würde. Ich habe mir mal einen geholt, aber das war mit Schraubverschluss. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Korkenzieher hätte. Ich glaube aber schon. Muss ich mal genau mal in meine Küche durchsuchen. Da. Schöne Aussicht. Irgendwo hier ist sie, meine Mom. Bupp, wahrscheinlich schon lange tot. Da. Na dann, Prost. Diese ganzen
Zwischensequenzen haben bestimmt irgendwas mit Okkult zu tun. Prost. Kratze nicht am Hinterkopf, ich kenne mich auch nicht aus. So, das ist mein Zimmer hoffentlich schon. Ja. Ah. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Naja, das sieht mir aber sehr stark aus wie ein Secret Passage. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Ach, das ist so ein Gelee. Ich verbrauche 2 Punkte, um... Amber crystals. Ah nee, es war ein Bernsteinstück. Jetzt erstmal wieder Gelee essen. Gelee. Na dann, Brust, genau so sieht's aus. Gelee. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Was ist das denn bitte für ein Service hier? Ich krieg hier nicht mal einen Kaffee oder was? Jetzt habe ich wahrscheinlich alles erwischt, hoffentlich. Oh, Moment. Vor allem den Wert der Kerze einschätzen. Was? Etikette nicht erlangt. Kerze nehmen. Nur Schadenschutz nicht. Ah, wahrscheinlich soll ich jetzt entweder mit Hitze die Schrift sichtbar machen oder mit der Asche. Wenn ich jetzt mal raten müsste. Lecker Gelee. Das sieht ja aus wie so ein Honigwabensymbol. Ich stelle mir da immer vor, dass der mit der Hand in so einen Honigtopf reingeht und... Zu spät, ich hab sie schon. I haven't even had time to unpack my cases. Zu spät, ich hab die Kerze schon. Okay, jetzt wollen wir wahrscheinlich irgendwas mit der Schrift machen. Verdammt nochmal, Schloss knacken. Ich glaube, den Skill brauche ich auch. Lieber früher als später. Ja, natürlich kenne ich das als WoW-Spieler von den ganzen kleinen Gnomen da. Du nicht neben Kerze im Menschen-Startgebiet. Natürlich kenne ich das. Nonne. Kenne ich in- und auswendig. Gegen die Viecher habe ich 100 Millionen Mal gekämpft. Ja, ich glaube, das mit der Asche ist besser. Ich glaube, das mit der Asche ist ein bisschen... Ich glaube, das mit der Asche ist besser. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. It might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Shit. Oh, Kacke. It's working. The heat reveals the message. Oh, Kacke. Let's see what my mother wrote. Oh nein, jetzt ist was davon blockiert. All eyes size you up. You must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Oh Mann, ich mache ja nur Fehler. Dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Ja. Das sind von 5 Verwalten. Kann ich denn in den Notizen nachgucken, was das war? Nee, da schreibt er sich nur die Dinge auf. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Spruch hieß. Irgendwie wurde ich alle Augen begutachten. Damit meint er wahrscheinlich irgendwelche Statuen oder so. Schätze ich mal. Ach, Nonne. Hallo, Nico. Ja, vor allem das mit der Flamme hat sich für mich schlimmer angehört. Weil ich dachte, er tröpfelt ein bisschen Asche drauf und pustet es dann runter. Ich weiß nicht, was er mit dem armen Buch gemacht hat. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Also ich meine, die Zeit habe ich jetzt zwar. Wahrscheinlich kann ich mir nur ein Zimmer angucken, bevor ich unterbrochen werde. Oh, nee, da kann ich jetzt nicht rein. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ja, da kann ich nicht rein.
Nein, weil Flammen für mich mehr kaputt machen als ein bisschen Asche. Was haben wir denn für Zimmer? Ich meine, Napoleons Zimmer? Ne, das ist okay, George Washingtons Zimmer. Ja, komm, egal, bei dem habe ich es eh schon versaut. Komm, machen wir ihn fertig. Hoffentlich ist er nicht... disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Bei dem habe ich es eh schon versaut, gell? Jetzt öffne ich die Post und schnüffel in den Zimmern rum und... That's the door to Elizabeth's room. Gut, wenn er das schon so sagt, soll ich da rein. For God's sakes, what happened in here? A chest with a half-circle pattern. Ich kann keine Schlösser knacken. Shit, hätte ich das mal gelernt. Aber gut, da hätte ich eine ganz andere Klasse wählen müssen. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Ich kann ja überhaupt nichts wissen. Was? Die Kristalle verzehren? Was? Verzehren? Wer isst denn bitte Kristalle? Ja, ich würde sagen, das machen wir, oder? Na klar. Well, let's see what it tastes like. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Kristall zu essen? I really need to stop tasting everything I find now. Eine Immunität festgestellt, ein Konzentrationspunkt kann nicht mehr verwendet werden. Jetzt habe ich wenigstens 2 negative Dinge, jetzt kann ich das Goldelixier saufen. Jetzt lohnt sich das. Was ist, wenn ich das nochmal esse? Well, let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Okay, was ist das für dich? Ich meine, wenn ich jetzt ein Goldelixier trinke, werden die doch alle weggemacht, oder? Well, let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Okay, egal, okay. Okay, jetzt nehmen wir das Goldelixier. Inventar. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf die 2. Ah! Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Ich könnte ja noch mal einen probieren, oder? Ah, Sammlermünzen. Okay, der Brief sieht aus, als würde es da weitergehen. Schauen wir uns erstmal den Rest an. Obwohl, mehr gibt's hier nicht. August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Das noch skillen kann wahrscheinlich nicht. Wenn du am Anfang deine Klasse wählen musst, kannst du wahrscheinlich jeweils nur das Zeug aus deiner Klasse wählen. Aber dann ist es halt so. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again. Okay, und was er als Geschenk haben möchte. Da, hier ist, das ist irgendeine Platte. A novel of the initiation of a young woman into polite society.
Immunität erkannt Elizabeth Adam gegen Psychologie. Das ist genau meine Stärke eigentlich. Ich muss noch mal kurz gucken, wo das festgehalten wird. Immunität gegen Psychologie, das ist leider genau meine Stärke. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also ich esse die nochmal? Nee. Also ich hätte gedacht, 28, wenn du die ein paar Mal isst, kriegst du vielleicht einen Erfolg. So, du Idiot oder so als Erfolg. Isst 3-mal die Pillen, obwohl sie negativ sind. Okay, das sind sie wieder, oder? Ja. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Nein. Ja, gegen jede psychologische Hilfe. Naja, die ist vollgepumpt mit irgendwelchen Medikamenten. Die macht irgendwelche satanistischen Rituale. Also ich glaube, mit Logik und Psychologie komme ich da nicht mehr weit. Das Einzige, was da helfen, sind ein paar ordentliche Schläge. Vielleicht hätte ich sie gestern doch vielleicht verhauen, ja. Vielleicht hätte es was geholfen. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Ich habe mal drüber geflogen, aber ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Vielleicht erzählt sie es mir ja irgendwann mal. Wobei, ich glaube wahrscheinlich eher mal lieber nicht. Vielleicht soll ich aus diesem Raum auch irgendwas rauslesen, aber... Ich weiß um Himmels Willen nicht was. Naja, die hat auf jeden Fall eine ganze Menge Probleme. Tut ihr das? Immer weg mit damit. Hauptsache es gibt Blut. Hauptsache es gibt dicken Blut. Richtig, richtig dicken Loot. Das Algalon Quest Item ist für alle wichtig, eigentlich außer für Tanks. Für Tanks ist, glaube ich, nichts dabei. Alle anderen haben davon was. Von dem Ding. Laphiron-Kette konnte jeder was mit anfangen, aber bei Algalon irgendwie leider nicht. Kritz, machst du das auch noch, ne? Vielleicht kann ich mich in noch einem Haus umschauen. Noch ein Zimmer. Wobei, das war das einzige Zimmer, was mich interessiert hat. Ich meine, George Washington war da auch drin. Das heißt, der hat es gesehen. Darf ich da hoch? Das heißt, der hat es auch gesehen. Der weiß auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sie sollte ja anscheinend auch irgendwie tot sein. Sehr mysteriös. Gehen wir mal runter. Nee, ich darf gar nicht runter. Begib dich in den roten Saal im Erdgeschoss und ich darf nicht runter. Soll ich mir doch noch ein anderes Zimmer anschauen? Weil ich meine, die ganzen Collectibles hier habe ich alle. Bin den Gang ja schon 20 Mal abgelaufen. Hart gesagt, ja, ich sag ja, also es war zumindest was dabei. Aber bei der Algalon-Kette ist zum Beispiel für Tanks gar nichts dabei. Halbkreisschlüssel, Moment, das war die Truhe in Elizabeths Raum. Halbkreis und der Schlüssel mit 2 Halbkreisen oder einem ganzen Kreis oder irgendwie sowas, der war, glaube ich, unten im kleinen Salon. Ja, dass ich mir das merken konnte, ne, da bin ich ja jetzt noch stolz drauf. Aber ich meine, das war Elisabeths Raum. Da links unten, oder? Das da. A chest with a half circle pattern. Hallo, ich bin endstolz auf mich. Boah, ist das wieder Gelee? Nee, das ist ein Bernsteinkristall. Ich müsste einen Punkt dazu kriegen. Gratulation, 4 Bernsteinstücke, maximale Konzentration, 1 Punkt. Alles klar. An untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Verdammt. Nur weil ich wieder nicht lesen kann. Ich habe keine Ahnung von Okkultismus, also verstehe ich die ganzen Fachbegriffe nicht. Ich kann es nicht lesen, weil ich nicht lesen kann und... Toll. Hätte ich mal irgendwie irgendwas anderes geskillt. Was kann ich eigentlich? Ich weiß nicht. Gelee essen kann ich ganz gut. Schau. Gelee. Naja, lesen können schadet schon nicht.
Es gibt wichtigere Fertigkeiten, aber lesen schadet nicht. Ja, weißt du, Superpsychologe, meine Idee war ja, und anscheinend war es totaler Blödsinn, dass wenn du das sofort richtig hochskillst, dass du halt irgendwelche Dialoge hast, die am Anfang eigentlich kaum knackbar sind, aber da du als einziger Idiot so heftig reingeskillt hast, kannst du ihn trotzdem knacken und dann hast du den vollen Vorteil. Aber dem war bisher irgendwie nicht so. Oh, da ist sie. Immunität gegen Psycho. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. Ach, das, was, ihren Talisman zurück? Natürlich, ja, komm. You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me. You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Ja, warum wohl? Na, ihr erzähle ich die Wahrheit. Ich weiß nicht warum, aber verrückten, okkulten Frauen traue ich mehr als allen anderen. My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Dass ich Bescheid weiß, wieso... Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No, I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Untersuche ich sie jetzt? Ich wusste es. And next you're gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the Ja, poor eben, girl. sie sagt die Wahrheit. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? Oh, shit. There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Oh Gott, was Mutter zu verstehen? Wahrheit, Anvertrauen, sanftes Vorgehen. Nein, nicht Psychologie. You're right. wählen. I don't want this conversation to turn into an interrogation. Schwäche ausgenutzt. You've suffered enough already. I respect your silence. Please excuse me. Well, thank you. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Die hat ja gar keinen Don't say Bock auf that. mich. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Oh Gott, ihre Schwester, 100 pro ihre Schwester, 100 pro. 1 Million, wenn das nicht stimmt, dann spiele ich nicht gegen den Typen, der mir den Nuller Spion gibt. Haven't you got a sister? Yes, I'm sure she loves you with all her heart. she's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to...
Separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Puh. Ich freue mich hier über die Konversationen. Wahrscheinlich waren die alle total einfach. Das waren Tutorial-Konversationen, die man gar nicht versauen kann. Und ich so, ja, ich hab's geschafft. Der Diener hat ein bisschen gelauscht, oder was? Das Böse. What can I do for you, sir? Wie wär's mit was I zu am essen? at your service, day and night, sir. Ein paar Schnittchen vielleicht. Ich brauche Hilfe. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps would like to know something else? Vor allem, wie offensichtlich das eine Perücke ist. Man sieht so richtig, wie er oben, wie er das einfach nur draufgesetzt hat. Glaube ich. Ja, die haben alle so einen tollen Akzent, gell? Weißt du, die Sachen ist, die Sache ist, normalerweise spiele ich immer gern, ich habe kein Problem mit Englisch, aber ich spiele es immer gern auf Deutsch. Aber wenn die diesen Akzent haben, das ist einfach richtig cool. Vor allem die Briten-Nonne sprechen ja keine Ts. Das heißt, bei deinem zweiten Wort würden sie Nu'ung sagen. Genauso wie a bottle of water. Oder wir machen heute eine Party oder so. Oder möchtest du auf dein Brot etwas Butter haben? Ich finde das so geil, das könnte ich mir tagelang anhören. Glaube ich. Das ist richtig cool, Olli, kann ich dir sagen. Hallo, Olli. Hallo, Black. Schönen guten Abend. Hallo, Rising. Mr. Wie alt bist du geworden? 45? Ja, genau. Genau das. Eine bottle of water. Was möchten Sie zu trinken, Sir? Eine bottle of water. Ich finde das so geil, das könnte ich mir tagelang anhören. Eine bottle of water. Erdgeschoss, oder? Keine Ahnung, Erdgeschoss? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Die Aristokraten, ja. Except for my mother. Das stimmt, ja. Has Sir another question? Das stimmt, ja. Glückwunsch! Ja, nach einer Lähmung so, boah. Genau. I want to have this egg. Ich finde das toll. Ich könnte es die ganze Zeit anhören. Ich finde das super.
Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Brauche Hilfe. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Eine Panzerfaust? Oh, guck an! Ach, den kann ich nach den Verbrauchsgegenständen... Ich hätte lieber gern ein Buch, nicht, dass ich irgendwann in den Kapitelwechsel nichts zu lesen habe. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Oh, Goethe, nee, nicht sir. das. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. Oh, nicht I took das. it to restore. Nein, bitte nicht. Mit dem Scheiß musste ich mich im Deutschunterricht rumschlagen. Also es tut mir ja leid für alle, die Goethe mögen, aber ich find's grausam, Schüler, die das absolut null interessiert, mit den Leiden des jungen Werthers zu quälen. Ich habe noch nie meine Lebenszeit so verschwendet wie in diesem Deutschunterricht. Noch nie. Noch nie. Nur wirklich noch nie. Es ist... Ich freue mich für alle, die Bücher gern mögen. Aber, boah, und genau wie mit Faust. Vor allem, wenn die Deutschlehrerin da so drauf abgehen, das ist das Allergeilste. Und jeder, der das nicht versteht, ist einfach zu dumm dafür. Ich habe es gehasst. Beim Hummer-Date, nee, das war keine Zeitverschwendung. Ich habe ja gut gegessen beim Hummer-Date. Es war zwar teuer, aber ich habe gut gegessen. Blair Witch, das ist das, wo du mit dem Hund rumläufst, gell? Und dann dieses vermisste Kind da suchst. Ich meine, das hatte ich mal angefangen und hab's dann wieder zugemacht, weil ich das irgendwann mal auf dem Stream spielen wollte, dass ich da blind reingehe, glaube ich. Durchzubeißen, auf die sie keinen Bock haben, naja. Indeed, this masterpiece must not become more damaged. Let me have it and I'll take care of it personally. I love antiquarian books. It bothers me somewhat. It isn't sir's job to take care of it, really. No, but I would love to. You'll be doing me a favor by letting me have it. In that case, sir, I shall leave it in your care with pleasure. May I do anything else for sir? Nee. Also ich könnte wahrscheinlich nach anderen Items fragen, aber ich habe von den anderen noch was. Wahrscheinlich muss ich da auch Punkte für ausgeben, um die zu kriegen. Jetzt ist genug. Kafka war auch so eine Qual. Kafka war der Name eines NPCs in Final Fantasy. Von daher finde ich Kafka jetzt erstmal ziemlich toll. Glaube ich. Ja, genau das. Ich hatte das mal gesehen und fand es richtig gut. Es war grafisch richtig toll. Vor allem, ich bin ja ein großer Hundefreund und ich fand es endsüß, mit dem Hund da unterwegs zu sein. Ich fand das toll. Tatsächlich. Ich habe es halt nicht weit gespielt. Also ich habe den Horrorpart nicht... Ich habe gesehen, wie es langsam dunkel wurde, aber dann habe ich es halt gelassen, weil ich... Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Das dann irgendwann mal auf dem Stream vielleicht spielen wollte, dass ich halt blind reingehe. Also ich könnte von Kafka nur den Final Fantasy Charakter. Roten Salem, okay. Okay. Oh, ich könnte, wie wär's mit einer lecker Runde Gelee? Gelee. Gott, ich muss mir die Namen mal... Ich finde es so cool, dass du während den Cutscenes da reingehen kannst. Das ist... Wenige Spiele haben das, dass du während Cutscenes aufs Menü zugreifen kannst. Ich finde das richtig... Das finde ich richtig... Das weiß ich, das fühlt sich irgendwie sauber an, wenn du sowas kannst. Ich will nämlich nur mal kurz... Genau, Elizabeth Adam, ich verwechsel die immer mit ihr. Emily Hillsborough und Elizabeth Adams, ich verwechsel die immer. Ich hasse das, Daniel, ich hasse das. Vor allem, wenn die Lehrer da so drauf stehen und dich als dumm bezeichnen, wenn du sagst, sorry, aber ich finde Goethe Dear friends, Kacke. I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Yes.
Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation Gott, ich is hätte in set. Geschichte aufpassen If by sollen. chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Ich halt nichts machen kann, weil ich zu dumm Complexity. bin. Typically French. A sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Oh, isst doch mal was. Don't Guck mal, wie worry, lecker. I appreciate the same grape varieties as you. Gott, I remember the last time we tasted that nectar here at this table. Ich hab The Hunger. finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Darf ich eigentlich mal irgendwo mitreden? Ich bin die ganze Zeit zu... Oh. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Ja, die kennt die wahrscheinlich. Schwäche erkannt Psychologie. Is Oh, da kann everything ich... all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Oh Gott, Wöllner, Washington fragen, Emily fragen. Wen will ich denn eher kennenlernen? Der Wöllner sieht, ehrlich gesagt, eher wie ein Jettel, den will ich. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis Moras de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Oh, wo ist mein dekadenter Are you Hut? descended from a noble line? Oh, ich kann nichts machen. Ich bin so... Ich hab keine Etikette, nichts. I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. Have you any information on this Napoleon? Nein, ich habe in Geschichte nicht aufgepasst. Sorry. Ich weiß über Napoleon gar nichts. Ich habe in Geschichte... Doch, ich habe ein bisschen aufgepasst. Ein bisschen was weiß ich schon von ihm. He's certainly well connected in high places. Surprising. No one appears to know him. Ich kenne ihn. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Oh, er mag... Napoleon Bonaparte Monsieur gegenüber... de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Das ist so geil. Wisst ihr, was mir da immer auffällt? Ich bin der Hauptcharakter und jeder hat Bock auf mich, ganz ehrlich. Jeder wichtige Charakter der ganzen Weltgeschichte, George Washington, Napoleon Bonaparte, die kommen alle zu mir her und sagen, genau du irgendwie, du bist halt nur der Sohn von irgendwem, aber genau mit dir will ich reden, weil du bist der Hauptcharakter und du bist wichtig. Jeder will mich. Weil es ist halt der Hauptcharakter. Glaube ich. Er müsste doch seine Hand so in sein Jackett tun. Hat er das erst später Lord gemacht? Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions.
He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Ja, wie Of böse er immer course, schaut. But I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have... Moment, okay, Moment. Ich brauche Informationen über Napoleon. Also er ist immun gegen Überzeugung. Was ist denn Überzeugung für ein Talentsymbol? Nicht, dass ich das versaue. Überzeugung ist... Okay, das kann ich sowieso nicht. Da habe ich sowieso keinen Skill drin, oder? Ah, Überzeugung ist das. Da habe ich sowieso keinen Skill drin, glaube ich. Das ist schon cool. Diese Akzente sind so cool. Okay, Moment mal. Überzeugung. Also das kann ich sowieso nicht machen. Das Ausrufezeichen geht sowieso nicht. Little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Oh Gott, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Das passt alles nicht. Ich meine, keine Ahnung kann ich nicht sagen, darauf steht da nicht. Oh Gott, ich muss ja sagen. Absolutely. 50,000 louis d'or in hard cash. The offer I'm talking about was for only 20,000 louis d'or, Monsieur de Richet. The truth is, you really have no idea about our agreement. So, you're wasting my time. I need to work with people I can have confidence in, sir. The exact numbers may have escaped me. I suggest you wait for my mother's return in order to manage such details. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Oh Gott, kann eine Konterrevolution, Wiedereinführung der Monarchie, das Volk soll frei wählen dürfen. Oh mein Gott. Abneigung gegen den Adel, den Klerus und das französische Volk, die ihn seiner Ansicht nach nicht wirklich akzeptieren. Er schloss sich der französischen Armee an, um zu beweisen, einen Namen zu machen, Geschichte eingehen zu können. Auf der Suche nach jedweder Art von Finanzierung, gewonnene Sympathien, wurde dessen Einladung empfangen. Ich meine, ihn hätte ich jetzt nicht erkannt. Ich kenne Napoleon von den Fotos halt, die man halt so kennt. Aber hier ist er noch jung. Ich kenne ihn nur von Fotos, wo er schon ein bisschen älter ist. Also, ich werde es so versauen. Also, es ist offensichtlich nicht, dass das Volk frei wählen darf. Ich meine... I don't know how to remedy the situation without re-establishing a solid monarchy. And what would we stand to gain by this? We've tried a republic, but it is clear that with the situation we're in now that it's not working. We ought to return to a monarchy. That makes no sense at all, my friend. The monarchy is a privileged caste who have forever built their prestige by crushing and controlling the people. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Bravo, Louis. Total fiasco. Ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, so gern unterhalte ich mich mit ihm auch nicht. Es ist zwar schön, dass die Akzente drin haben, aber... Es ist egal, ich bin mit Napoleon sowieso nicht auf einer Wellenlänge. Ich meine, ich weiß schon, wofür er steht, aber ich bin mit ihm einfach nicht auf einer Wellenlänge. Ich mag ihn nicht. Ich helfe den Leuten, also wie er hier dargestellt wird, ich helfe den Leuten, die ich mag. Mit Adams will ich es nicht versauen. Gut, mal keine Ahnung, wo meine Mom ist. Bei ihm weiß ich jetzt noch nicht viel. Der steht auf Etikette und die habe ich nicht. Bei ihm bin ich mir nicht sicher. Er ist halt so ein bisschen grob, aber eigentlich habe ich jetzt gegen ihn nichts. Den würde ich am liebsten sofort umbringen. Gut, bei Napoleon ist natürlich klar, ne? Das mit König macht natürlich keinen Sinn. Aber den mag ich auch nicht. Keine Ahnung, ob ich mich mag. Sie eigentlich schon, aber ich habe das Gefühl, ich muss sie am Schluss umbringen. Naja. George Washington. Der Diener ist wahrscheinlich ist der Diener eigentlich unser Gastgeber oder so. Vielleicht. Ja, die hassen mich alle gerade, ist mir egal. Ich meine, was Napoleon von mir denkt, ist mir wurscht. Ich will ja nicht so antworten, dass er mich unbedingt mag, sondern... Was weiß ich. Ich weiß nicht, den Dialog weg mit dem.
Ich kümmere mich lieber um andere Leute. Ich werde alle umbringen. For bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us... Wisst ihr, was mich eigentlich viel mehr daran stört? Wenn jetzt irgendjemand herkommt und sagt, oh, du hast Napoleon das und das gesagt, hast du in Geschichte nicht aufgepasst, weißt du nicht, dass er das und das und das will? Und dann werde ich wegen meinem fehlenden Geschichtswissen verprügelt. Und das ist eigentlich, das ist nämlich genau wie wenn jemand zu dir herkommt und sagt, oh, du hast gesagt, du magst Goethe nicht, du magst keine Bücher, also musst du dumm sein. Wo ich mir dann immer denke, was? Was? Also zwei Leute, ich meine, einer davon wird Mortimer sein, unser Gastgeber, und dann fehlen noch 2 Leute. Always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. Das hat ja funktioniert. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. Schau mal, wie lecker das ist, So, Nonne. I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. Es war blöd, mit Bier anzustoßen bei shall denen. not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Was machen eigentlich die ganzen Schmetterlinge hier? Hallo, Neo. Oh Gott, ich will es überhaupt nicht sehen. Also eigentlich bin ich zufrieden, bis auf das mit Napoleon. Ich hätte Napoleons Zimmer durchsuchen können, echt? Echt, hätte ich das? Ich dachte, ich war bei ihm und da war ein Minus. Beschmutzt, beschmutzt, beschmutzt. Okay, das war nicht schlecht. Erfüllte Ziele, Eigenschaften, das war nicht schlecht. Ich bin zufrieden. Ah, guck mal an, Don, ich kann da doch reinskillen. Anscheinend. Da kann er doch reinskillen. In die anderen Klassen. Weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. 5 Punkte nötig für Stufe... Ah, das kostet mich einen Punkt mehr. Ja, weil ich glaube, der Unterschied ist anscheinend, weil man sieht ja, da brauche ich 4 Punkte, um hier zum Beispiel eine neue Stufe freizuschalten. Jetzt habe ich eine neue Stufe und hier, weil ich das am Anfang nicht gewählt habe, brauche ich 5. Wobei hier unten brauche ich nur 3. Moment. Nee, Sekunde mal. Hier brauche ich 5, da brauche ich 3. Okay, egal woran es liegt, was weiß ich. Also, dann weiß ich nicht, warum. Vielleicht ist das dann so Startattribute oder sowas. Also Etikette brauche ich dringend, um einigen... Ich brauche viele Sachen. Gewandtheit brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so häufig. Aufmerksamkeit. Ich will es lieber in Gesprächen nicht versauen. Wahrscheinlich habe ich, weil ich am Anfang Detektiv gewählt habe, eine Schwäche für Überzeugung oder so und muss deswegen da mehr für skillen. Ja, dann nicht gespielt, das kenne ich bei so vielen Spielen. Einfach installiert, gestartet und dann nie wirklich gespielt, das kenne ich auch. Die Frage ist, vielleicht, wenn ich da skill, schalte ich vielleicht den Baum frei, weil Gewandtheit und Aufmerksamkeit ist jetzt eigentlich nichts, was ich skillen will. Wobei ich sollte vielleicht mal schauen, vielleicht kann ich... Merkwürdiges Verhalten fällt dir besser auf. Ach komm, ich skill jetzt da rein, ich bleibe jetzt in meinem Baum drin. 11 Punkte für Stufe 3, 9 oder... Ach komm, ich skill jetzt voll da rein. Befragungen ist immer gut. Naja, es hätte besser laufen können. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Ja, wo sich alle Augen mustern. Ich habe ja noch zum Glück ein paar Briefe. 1 in Etikette. Her damit.
Gott, da steht er. Der hasst mich doch bestimmt immer noch, weil ich seinen komischen Brief aufgemacht habe. Zu lachen, wenn man hier runterfallen kann. Erstmal wie in Witcher 3 testen und dann... Ja, reden wir mal mit ihm. Mal schauen, ob er mich immer noch hasst. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Waldner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Ja, vielleicht. Aber eigentlich nicht wirklich. To tell you the truth, not really. You are right. Be positive. Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer, and they will both turn up shortly. But while I have you with me, I have a question for you. Der vertraut mir doch eh nicht mehr. What can I do for you? Der vertraut mir doch sowieso nicht mehr. Ich sollte ihm vielleicht keine direkten Sachen sagen, die ich im Brief gelesen habe. As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, la Gorgogne, the Medusa from Greek mythology. Would you have seen one in any shape or form? Not at all, my son. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. Bei dem leckeren Essen, vor allem guck mal, keiner hat irgendwas gegessen. Obwohl doch, da sind sogar Essensreste. Oh, dieser Kuchen. Oh, diese Brötchen. Oh. Ich würd mich eher über die Brötchen hermachen als über den Kuchen. Wenn vor mir jetzt stehen würde ein richtig geiler Kuchen oder eine Torte, richtig frische Brötchen und Obst, dann gibt es nur eine Frage. Beziehungsweise nur eine Antwort. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I look at the world. Also absolut, sorry, aber das. Ein frisches Brötchen. Ja, die Kuchen sind noch alle vollständig. Ja, das ist wahrscheinlich so eine... Oh nein, ich darf ja keinen Kuchen essen, da ist ja Zucker drin. Wahrscheinlich war das so eine Gesellschaft. Devil's Thorn. The lock is surrounded by a triple Habe ich den Schlüssel nicht. Was ich in der neuen Mine abgegeben habe, habe ich den Schlüssel nicht. Circe. Meinst du? Ja, frische Brötchen stelle ich mir jetzt relativ schwer vor, im Minental an frische Brötchen ranzukommen. Weil, wenn ich jetzt so überlege, ich habe wenige von den Zutaten im Minental gefunden. Ich kann kein Schloss knacken. Gott. Himmel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das erinnert mich an König der Löwen. Der hatte doch auch so ein riesenfettes Sammelsurium an Büchern, so eine riesenfette Bibliothek. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Honey, the remedy of the gods. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Ja, dann solltest du es vielleicht lesen. A few pages out of an old encyclopedia. Möglicherweise. Habe ich gerade König der Löwen gesagt? Ich habe natürlich die Schöne und das Biest gemeint. Natürlich. Schön, dass ihr mein Blödsinn entziffern könnt, obwohl ich die ganze Zeit nur Unsinn rede. Freut mich. Ja, König der Löwen hat wahrscheinlich keine Bücher. Kann sein, ja.
Das Bild kenne sogar ich. Wie viele Verschwörungsmythen es über das Bild gibt. Ja, Rafiki hatte Nüsse, die immer geknackt hat. Chances are, that's the room my mother spoke of. Hier wurde ich alle Augen And mustern. she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die vom Eingangsraum reden. Weil im Eingangsraum mustern mich eigentlich auch alle. Also ich hätte jetzt eher in den Eingangsraum gedacht. Painting by Anne. Molière dining with Louis XIV. Aber Gott sei Dank ist der Hauptcharakter schlauer als Posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Ist hier irgendwo eine Medusa? Das war ein Gelee. Das war gar kein Gelee. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Da gibt es so viele Verschwörungsmythen zu dem Ding. Also ich sehe hier ja keine Medusa. Irgendwie. Ah? Honey, I couldn't have hoped for better. Vor allem ich gehe hoch, ich gebe einen Konzentrationspunkt aus, um an einen Gegenstand ranzukommen, der mir 2 Konzentrationspunkte bringt. Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Mathe, aber selbst ich weiß, das war wahrscheinlich eine gute Idee. Aha, eine Medusa. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern? And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Wahrscheinlich sollen die mich alle anschauen und in die Mitte schauen oder so. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den Satz erinnern, der im... Schau noch schnell hier draußen ein bisschen. Der in diesem Buch stand. Hey, Palm. Amber crystals. Oh ja. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. The statue is darker on the right-hand side. It must be often placed towards the fire, which would explain the difference in color. In that case, it would be facing the Medusa. Perfect for the coup de grace. Wie hat er das denn erkannt? Die Statue ist überhaupt nicht auf der anderen... Ist überhaupt nicht dunkler oder heller. Weil sie zum Feuer... Verstehe ich nicht. Now, Louis, it's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Medusa, so what can the lantern be for? To light up the Medusa? Hardly likely. The hero holding the lantern will be easy prey, and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves Um sie the zu shield. blenden. I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. The ray of light will perturb the Medusa and focus her attention on the best protected hero. Ah, dann wahrscheinlich über den But it Schild. also means I have to make sure I get the shield position just right. Ach, wahrscheinlich, dass er dann wie in Legend of Zelda mit dem Spiegelschild, dass der Spiegelschild sie blendet und der Krieger erlangt den tödlichen Stoß. Oder so ein Weiberkram. Ich meine, da müsste es ja jetzt stimmen, weil er zeigt ja schon auf die Medusa, aber das stimmt noch nicht. Wahrscheinlich soll die Medusa noch irgendwo anders hinschauen. Oder das war schon die Lösung, was ich jetzt nicht glaube. The origin of myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need.
The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Wenigstens kann ich Französisch. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Ja, das habe ich schon, das kenne ich schon. Ah, guck mal an, da hätte ich da vorhin die Konzentrationspunkte gar nicht ausgeben können. Wobei, das stimmt ja. Der soll ja gegen die Medusa damit... Let's think. To vanquish the beast, the statues have to be lined up in a specific order. What can this shield be for? To protect its holder? Why not? But in that case, what's the lantern for? Step back and take a second, Louis. Be logical, but open-minded. Think outside the box. Nobody said a statue has to have only one use. I wonder if the lantern was to distract the Medusa. This shield can both protect the holder and also reflect the light from the lantern to distract the beast. In other words, I'll have to make an angle of 90 degrees between the lantern and the Medusa by turning this shield to face the sword. If Mortimer's the one who thought of all this stuff, then honestly, he must have a screw loose. Crazy idea, but worth a shot. Moment, über die... Was? Also ich glaube, ich muss vielleicht nur noch die Medusa zum Schild drehen, weil... Aber ich habe den Mittelteil nicht mitgekriegt. Er hat gerade was gesagt, den Schild zum Schwert drehen. Let's think. To vanquish the beast, the statues have to be lined up in a specific order. What can this shield be for? To protect its holder? Why not? But in that case, what's the lantern for? Step back and take a second, Louis. Be logical, but open-minded. Think outside the box. Nobody said a statue has to have only one use. I wonder if the lantern was to distract the Medusa. This shield can both protect the holder and also reflect the light from the lantern to distract the beast. In other words, I'll have to make an angle of 90 degrees between the lantern and the Medusa by turning this shield to face the sword. If Mortimer's the one who thought of all this stuff, then honestly, he must have a screw loose. Crazy idea, but worth a shot. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, es stimmt ja schon. Also das mit dem Schild da, ich glaube, ich muss die Medusa noch zum Schild drehen. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Moment. Ich meine, er hat irgendwas im Mittelteil gesagt, was mich ständig verwirrt. Let's think. To vanquish the beast, the statues have to be lined up in a specific order. What can this shield be for? To protect its holder? Why not? But in that case, what's the lantern for? Step back and take a second, Louis. Be logical, but open-minded. Think outside the box. Nobody said a statue has to have only one use. I wonder if the lantern was to distract the Medusa. This shield can both protect the holder and also reflect the light from the lantern to distract the beast. In other words, I'll have to make an angle of 90 degrees between the lantern and the Medusa by turning this shield to face the sword. If Mortimer's the one who thought of all this stuff, then honestly, he must have a screw loose. Ja, aber wie zum Teufel sieht denn dann... But worth a shot. Wie zum Teufel sieht denn dann die Medusa den Lichtstrahl, wenn ich ihn zum Schwert drehe? Jetzt blendet doch... Jetzt ist doch die Medusa nicht geblendet, oder? Also ich hab's noch nicht verstanden. Es scheint zu stimmen, aber ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden. Wow. Weil ich meine, er hat jetzt ja mit dem Spiegelschild, zeigt er ja nicht zur Medusa, sondern er zeigt ja zum Laternenträger. Und die Medusa steht doch jetzt nebendran und schildert so ein bisschen. For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then.
I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Okay. Frage mit Humor ausweichen. Moment, worauf steht sie? Talente. Moment, die steht doch auf irgendwas. Moment, da ist sie. Immunität gegen Logik, aber sie hat eine Schwäche für Psychologie. Ach, ich antworte einfach so, wie es mir reinpassen würde. Ja, das sind genau die Fragen, die ich dann auch immer bei Professor Layton brauche. Also Plas, jetzt überleg doch mal. Also es ist doch eigentlich ganz einfach. Wie ist denn fürchterlich? Mit einer Frage antworten, das macht sie auch immer. Sie beantwortet auch immer mit einer Gegenfrage. Das mache ich jetzt auch. Mal schauen, wie ihr das gefällt. Oh yeah? So tell me what you're doing here. Aha. Yeah, just like me. Aha. Probably, but I asked the question first. Well then, we'll pretend you haven't asked me yet. What about a little gallantry, Louis? Come on, I'm listening. What are you doing here? Ah, Ladies first, ich kann schon wieder nichts machen. Ja, komm, ich mache einen Witz. I admit everything, madam. You win. I've been bitten by the same bug as you. I beg your pardon? We can't resist being where we shouldn't, seeking out our host's little secrets. So, we have that in common, right? I really thought you were going to answer me this time. Ja, darauf steht sie Well, nicht, no ist mir matter. wurscht. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. Mit Sicherheit At your nicht. service, madam. Ich vertraue ihr nicht. Ich vertraue ihr überhaupt nicht. Absolut und überhaupt nicht. Ich kann schon wieder gar nichts machen. Sprache nicht gelernt, Okkultismus nicht gelernt. Ich kann schon wieder überhaupt nichts machen. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the Golden Fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Boah, wie sie darauf nicht eingeht. Sag mal, was kann ich eigentlich? Ja, mit Frauen kann ich es anscheinend nicht, aber das ist mir wurscht. Wenn ich sehe, das ist hier immer nur Stress. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Das habe ich sowieso nicht Nothing gelernt. special. The library at Buckingham has 3. Buch analysieren, Okkultismus. Was für eine Angeberin. Gee, is there anything England doesn't have yet? Wait, yes, there is. The United States. Well, not yet. Besides, as far as I know, they don't speak French in the United States. Die ist eine ganz schöne... Oh Mann, ey. Sammlermünzen, ach was. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich von ihr halten soll. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. Vielleicht was aus dem Römischen. For hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Kranz aufsetzen. Stop! Don't put your grubby fat fingers on You it. find my fingers fat? At least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Bad loser. Ich glaube, sie steht auf mich. Also, von allem, was ich von Frauen verstehe, würde ich sagen, sie steht auf mich. Oder
Seien wir doch ehrlich. Komm, sie steht auf mich. Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Sie steht auf mich. Kann ich das irgendwo lesen? Ah, Brief geöffnet. Ja, ja. Ach, das ist wahrscheinlich irgendwas für die Bücher oder so. Ich glaube, sie steht auf mich. Was haben wir denn hier? Excalibur. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. Ich habe keine Ahnung, woher soll ich wissen, was das für eins sein soll? Komm, wir analysieren sie erstmal. This weapon is typically French, quite old, undoubtedly goes back to the Crusades. If it is a true Damask sword, it's worth more than a kingdom. Kacke, anhand von den Sätzen hätten wir jetzt wahrscheinlich schon erkennen können, was das ist. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Ja, na und, nur weil man am Schluss dann es halt nicht geschafft hat, heißt es nicht, dass es nicht wert war, es zu versuchen. Vor allem, sie krabbelt die ganze Zeit am selben Tisch rum und ich bin da derweil damit beschäftigt, die ganzen Dinge hier zu lesen. Amber. Here's something interesting. Ach, hast du was manor gefunden? in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you Okkultismus? think all these properties really belong to him? Naja, Fälschung glaube ich nicht. Ah, komm, analysieren See wir. those fine scratches around the words? Yes, and? The ink barely spreads on the paper. It spreads exactly the same way on the signature. The deed was written using the same ink. If it is a fake, then it's a professional job. Das ist. Mehrere glaube ich nicht. Ja, sowas wie unsterblich, irgendwas mit Okkultismus oder sowas. Montage, Doppelklebe. Ach, deswegen fallen sie nicht raus, Brützi, meinst du? Maybe Mortimer is immortal or capable of living for a very long time, like Methuselah. A first smile. Careful. Keep that up and soon you'll end up laughing. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Ja, weil ich das davor nicht gelesen hatte, Brützi, wie das Kleid an Ort und das habe ich nicht gesehen. Aber wir hatten den gleichen Gedanken. Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Ja, wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Nur weil ich der Hauptcharakter bin. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis?
Ach komm, ich kann nichts machen. Oh Gott, ist. Überzeugung ist mehr. Ja. Warte mal, steht die überhaupt auf Überzeugung? Die steht auf Psychologie. Die da oben kann ich nicht machen. Moment, die steht auf Psychologie. Ja, die steht auf Psychologie und hat überhaupt keinen Bock auf Logik. Also würde das wahrscheinlich funktionieren. Jetzt habe ich auch ganz schön viel Gelee essen müssen. Aber ich kann nicht auch einfach nichts sagen. Das ist dann definitiv falsch. Nothing. I have done absolutely nothing for you. No to this, no to that. You ask for proof of trust, but when you get it, you turn a deaf ear. You are defiant, evasive, and paranoid. Go question your own motives. I've done all I can. Das ist vielleicht ein bisschen hart. Fine. There's no point getting on your high horse, you know. So I'm wary, I grant you that. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese. But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily. I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Ja, Just like offensichtlich. everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Oh, shit. Moment, wo sie weak ist. Moment, bin ich getimed? Okay, ich bin nicht getimed. Ja, Schwäche, ich habe ihre Schwäche. Schwäche für Psychologie, ich hab's ja, Schwäche Psychologie, ich weiß es. Charakter analysieren brauche ich nicht, ich weiß es schon. You think your scathing wit protects you, but in fact it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course. But what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Ich mach dich so fertig, sie unter Druck setzen. Befragung Stufe 2. Schwierigkeit 4, aber Kosten reduziert um 3, weil ich Befragung schon auf Stufe 2 geskillt habe. Das heißt, es kostet mich nur 1. Von den 4 da oben stimmen bestimmt auch welche, aber einen Punkt ausgeben, um auf jeden Fall richtig zu liegen, finde ich in Ordnung. Aber eigentlich müsste ich das nicht machen. Ich habe noch 4 Fehler offen. Das heißt, den könnte ich mir wahrscheinlich sparen, aber komm, wenn er eh schon runtergesetzt ist, mache ich sie halt fertig. I know you well enough to see that you're hiding something from me. Why won't you look me in the eyes? I've figured you out, but you refuse to accept it. And you're starting to find me charming too. I admit it. You win. You, worst investigator there ever was, have sussed me out. Well, at least you made me smile. Shit, war das Logik? I already have a work partner. Oh, verdammt, sie hätte einen Partner, wäre die richtige Antwort gewesen. Moment, das war, glaube ich, Befragung und da ist sie ja immun dagegen. Shit, das hätte ich nie. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. Okay. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare. George Washington. Come on, don't stop now that you've come this far. George Washington. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. George Washington. You're a gambler. So, your partner is... Oh, wie heftig sie auf die Brosche reagiert hat. Shit, war die Brosche dasselbe Zeichen, was Washington um den Hals hatte? Das weiß ich nicht mehr. Also ich sage, es ist Washington. Ich meine, Schwierigkeit wäre 5. Weil +1, weil ich Etikette nicht habe. Nicht mal, wenn ich beide Gelees essen würde, würde ich da rankommen. Gut, ich könnte mit den anderen... Oh Gott. Ich sage, es ist Washington. Das wird mir überhaupt nicht angegeben. Das wird mir überhaupt nicht angegeben. Woher soll ich wissen, wer ihr Partner ist? Also sie hat ja zu George Washington gesagt, dass sie einen Auftrag hier hat. Also sie hat von irgendjemandem einen Auftrag bekommen.
Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, dass es ein Mann ist. Weswegen sie hier ist. Sie hat mal von ihrem Vater geredet. Oh, ich habe keine Ahnung, Prützi, ey. Ja, noch nicht, ich habe keine Ahnung. Moment mal. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Privatsekretärin des Premierministers William Pitt. Gut, das wird mir auch nicht angegeben. Kacke. Verdammt. Also sie hat mal von ihrem Vater geredet. Von ihrem Ehemann weiß ich bisher gar nichts. Ein Mitglied des Ordens ist, glaube ich, zu unspezifisch. Aber... Oh, aber was hat es denn mit der Brosche zu tun? Aber wenn das die Brosche war, dann muss die Brosche was mit der Person zu tun haben, mit der sie zusammenarbeitet. Ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Brosche war. Ich meine, ich habe noch 3 Fehler offen. Also ich darf es wohl nochmal versauen. Ich meine, wenn es um die Brosche geht... Oh, Kacke. Warte, auf der Brosche auf dem Tisch, da war doch nur so eine... Das sah wie so eine Elfenbeinschnitzung von irgendeiner Person aus. Das stinkt doch alles nach Orden. Da war, glaube ich, ein Kerl drauf. Also Schwester glaube ich nicht. Schwester war die andere. Von ihrer Mutter hat sie noch überhaupt nichts erzählt. Also ich glaube... Chances are, you're working with a member of the Order. The only members of the Order other than ourselves are your mother and Mr. Washington. The former has sadly gone missing. As for the latter, I knew nothing of his arrival. Incidentally, you must have noticed how inefficiently our Order communicates internationally. Okay, also es bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist nicht ihre Schwester und es ist auch, glaube ich, nicht ihre Mutter. Es ist entweder meine Mutter oder... Oh, Kacke. Also sie kann doch nicht mit meiner Mutter zusammen. Das glaube ich nicht. Oh, Kacke. Your father. The force of youth combined with the wisdom of ancestors. I never knew my father. And it'll be better for him if I never do find him. Dann muss es ihr Mann I sein. thought you'd figured out I was an orphan. No, please forgive me. I didn't know. Oh ja, natürlich ist sie ein Orphan, weil sie das Geschenk von den weißen Kindern bekommen hat. Also es ist entweder meine Mutter oder es ist ihr Ehemann. Wenn das jetzt auch nicht stimmt, habe ich es 3-mal bei derselben... Your husband, of course. My husband? He can't even walk without a cane. Nein! Poor old man. Let him live out the rest of his days Oh in peace. nein! How nice for him. Right, time is short. You haven't convinced me. I prefer to remain discreet. Don't take it the wrong way. All I can tell you is I'm looking for my sister. And if I reacted so strongly at the sight of the cameo pendant, it's because I thought it belonged to her. But it doesn't. I understand. I won't insist. It's time to leave. Ich schau da nie in den Chat. Nie. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Ich hab keine Erinnerung, dass es um ihre Schwester ging. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was
was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. Komm, ich hab's bei Emily sowieso. Ganz ehrlich, ich hab's mit. Ich hab's doch so. Ich hab's doch mit Emily sowieso schon versaut. Ich hab's doch mit ihr sowieso schon versaut, also bleib ich einfach bei ihr. Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Von mir aus. Weil komm, ich hab's bei der anderen sowieso schon versaut. Da kann ich auch gleich hier bleiben, oder? I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you, it was her. Was? Oh! She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holmes? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Das fällt dir jetzt ein? Yes. I need something to calm me down. Ja, cheers, Mädel. Sie hat 2 Gläser eingeschenkt. Ja, Luca, komm, sie hat 2 Gläser eingeschenkt. Auf geht's. I'll drink with you, but let's go easy on it, okay? Gott, Moment mal, was trinkt die denn da? Gott, die trinkt bestimmt den richtig harten Stoff. Guck dir die... Oh I don't Gott. know where she gets her rot gut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. I've only just now realized that I've been drawn here into a trap. Whoa. The alcohol's gone to my head. Nein, das war eine Trap für mich. Die hat mich vergiftet. Here, the condemned's last drink. Moment. Warum habe ich das Gefühl, dass das genau derselbe Part ist, wie mit dem Brief zu öffnen? Es ist offensichtlich, was hier die falsche Wahl ist. Soll ich mal... Ich hole mir jetzt auch noch ein Glas, Louis, und dann stoßen wir auf unser Verderben an. Louis, genau das sage ich, Brutzi. Wir stoßen jetzt gleich auf unser Verderben.
Da, dass wenigstens einer von uns nüchtern bleibt. Prost, Louis. Wie unangenehm, gell? Sie gucken sich an und sie wartet ewig darauf, dass ich irgendwas mache. Mehr, mehr! Nonne 28, danke euch beiden. Ihr habt beide eine schöne gerade Zahl. Finde ich richtig schön. Schön. Wirklich eine schöne gerade Zahl. 5 hinten dran, immer schön. Also würde ich sagen, Prost. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Hey, Stepe. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Ich wollte schon sagen, ich habe ja auf Ja gedrückt. Ugh, the second one isn't any easier. So, do you want to know why she did all those things to me or not? Even if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Danke, The 28, one du guckst illness she so. never managed to treat me for. Das ist zu viel für mich. Komm, wir saufen. Komm, scheiß drauf, wir saufen. Come on, Elizabeth. We have to finish what we started. Er ist voll der Kampftrinker. Jetzt ist er derjenige, der zum Saufen animiert. Berauscht. Jetzt habe ich direkt gesabbert. In einem Kapitel hier Konsummittel eingenommen oder ein schädliches. Der Dialogtimer wird nicht mehr angezeigt. Was? Das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Dialog getimed ist oder nicht. I feel all dizzy. Ich sauf There ein must have been a Goldelixier. reason. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them! What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. They speak to me, Louis. They've always told me what to do. They say nasty things to me. Besessen? Ja, verrückt glaube ich nicht. Ja, okay, ich komm, schau, so einfach ist es. Ich bin total besoffen, total viele negative Effekte. Einfach ein Goldelixier einnehmen. Elizabeth, are you saying that spirits talk to you? You're right. Sometimes there are several voices. How did you know? No, listen, I don't know anything. I'm just repeating what you said. They want me. Want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht tue. They're still there, you know. What do you mean? They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going to die here. I beg you, tell me you believe me. Ja, tue ich. Natürlich. I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. Habe ich nie gesagt. Oh Gott, noch was zum Saufen. Ich hoffe, mein Goldelixier wirkt noch. My God, Elizabeth, how is this possible? Welcome to my world, Lil Louis. Welcome to my life. Naja, zum Hierbleiben raten. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil entweder zu viel oder zu wenig. Ich glaube eher zu viel, schätze ich mal. Und wenn auch gegen ihren Willen. Ich meine, zur Flucht auf der Insel, aber warum? Aber es ist doch nichts auf der Insel, was ihr schaden könnte. Soweit ich das verstehe, es sind Stimmen. Und die bedrücken sie. Meine Mom hat sie gefoltert, um die wegzukriegen, hat aber nicht geklappt.
Aber es ist doch kein Mensch hier, der ihr jetzt schaden kann. Ich meine, sie ist doch hier sicherer in diesem Zimmer, als wenn ich sie zur Flucht schicke. Weil ich meine, es gibt ja nur kleine Boote, die von der Insel runterkommen. Und was macht sie dann? Dann haut sie in irgendeinem Gammelboot ab in ihrem Zustand auf der stürmischen See und verreckt dann erstmal. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es sinnvoller ist, wenn sie hier bleibt. Schätze ich mal. Weil es ist ja nicht so, dass irgendjemand hier ihr schaden will. So wie ich das verstehe. Tu das. Gute Nacht, ja, das könnte ich zu ihr auch gleich sagen. Wenn ich ihr zur Flucht rate. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Flucht hier Sinn macht. Let's not rush into things. You have nothing to fear here. I'm with you. And anyway, my mother's gone missing. You're not in any danger. That's not what the voices say. Listen to me. Don't give up. You must resist. And tomorrow, you'll see. Things will be better. Die stirbt. You like my little concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me. But my guests generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum. What? You put laudanum in my drink? In both. Don't worry, my little Louie. We'll sink down to the bottom together. Sind es Drogen? Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louie. I'm here now. I'll take good care of you. Uh-oh. What is this bitch gonna do to me? Don't touch me! Just leave. Uh-oh. If I get up, I'll fall. Wie Opium, okay. Okay. Oh-oh. 28, ich danke dir. Die Zahl ist auch gerade. Wäre ich mal mit... Jetzt ist zu spät. Oh, little Louie's tired. Leave everything to me. Oh, Kacke, ich hätte abhauen sollen. Danke an den Met und danke an den... Just let go. Mademoiselle, may I come in? Nee, Game Over kann ja nicht sein. My head. I shouldn't have drunk so much. Nee, Game Over. Nee, kann ja nicht sein. Shit. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wieso ist es kein Erfolg, wenn ich mit ihr ein paar Gläser getrunken habe? Ich meine, das mit dem Geheimnis verstehe. Also eigentlich bin ich ja fast zufrieden. Also sie wäre anscheinend so oder so gestorben. Aber ich war jetzt halt bei ihr. Jetzt stehe ich natürlich kacke da. Egal. Oh. Ja, egal, es ist alles nicht so, wie es aussieht. Ich kann mich schon erklären, das passt schon. 4 Punkte verfügbar, das passt schon. Ich kann das bestimmt irgendwie alles erklären. Ich packe jetzt alles auf Befragung. Dann mache ich das auf Stufe 3 und ab dann mache ich nur die ganzen anderen Sachen. Was hast du getan, Elender? Du hast einen ehrwürdigen Magier des Ordens. Dort, schau, 28, dort ist sogar fast recht. Das war Kapitel 1, also du hast fast recht, das ist Kapitel 1 von 4, glaube ich. Oder von 5, ich weiß es nicht. Wetten die Sinne... Matix muss ich... Nee, komm, das muss ich mir noch tauschen. Ah, guck, das sind 5. Ja, genau, das habe ich, genau. Wo ist meine Mutter? Das ist eine gute Frage. Die finale Abstimmung... Okay, komm, los. Ja, komm, los. Ja, los, gib mir, los.
How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a Die hat es mit der Schwester An sogar agreement for gesagt. cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Die hassen mich Monsieur de alle. Richet, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. Die hassen mich alle. Die einzige, bei der ich Pluspunkte gesammelt habe, ist tot. Der Rest hasst mich. Punkt in Psychologie, Punkt in Logik von mir aus, Punkt in Wissenschaftssprachen und Belesenheit. Oh, die einzige, bei der ich Pluspunkte gesammelt habe, ist tot. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich kriege wirklich wieder das Bad Ending. Ich habe wirklich... Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, da ist er ja, Lord Mortimer. Is there nothing you want to say, Louis? It wasn't me. I didn't kill her. I'd much rather have met you under different circumstances. Lord Mortimer, believe me, I'm very conscious of the gravity of the situation. Everything seems to point to me as the one who killed Elizabeth, but I swear I am innocent. Out of respect for your mother, rest assured that I do want to believe you. And all I want is to be able to prove it to you. When do we start? We already have. Tell me, Louis, how do you feel? Ich hab gesoffen, was ist denn das für eine dumme Frage? Etikette nicht erlangt. Ach, ich brauche Etikette, um dumme Frage sagen zu können. Kosten reduziert um 3, aber trotzdem +1 aus irgendeinem Grund. I feel like a rat trapped in a maze. Interesting. I beg your pardon? Sarah also felt like she was trapped like an animal. Where are you going with this, my lord? Sarah's behavior grew odd before her disappearance. Her attitude changed. She became prey to outbursts of violence and a number of temporary absences. I'm just trying to make sure that you don't go getting lost like your mother did. You're not suggesting that I might have killed Elizabeth and that I don't remember, are you? I don't know, Louis. It's just that what with your mother and now you, it's rather a lot. The more I take stock of the situation, the more I'm under the impression that you've been set up. But before going any further, I must inform you that Sir Gregory is about to arrive. He is coming to question you about the murder of poor Elizabeth, whom he was very fond of. Na toll. He is quite determined to find the culprit, whomever they may be. So, convince him of your innocence. Then we can continue this conversation. Na toll. Wenn der auf sie stand, dann habe ich William, jetzt schon I would versaut. like to see you a moment before we begin. In private. Let's step outside a moment. Was ist denn jetzt schon wieder los? Louis, this will only take a few moments. Noch mehr Nägel auf meinem Sarg oder was? Die lassen mich jetzt nicht im Ernst alle allein, die Idioten. Sodass ich hier rumschnüffeln kann. Wetten, wenn ich das durchsuche, erwischen sie mich. Was ein Arbeitszimmer, gell? Da platzt so richtig dekadent aus allen Nähten. Aber wenn ich das jetzt durchsuche... Wetten, die kommen direkt wieder zurück. Vor allem... Ach komm, ich warte einfach. Nein, ich gebe dem Vogel mit Sicherheit keinen myself Keks. look more suspicious than I already do.
Da, die wären wahrscheinlich instant zurückgekommen. Nee, das mache ich nicht nochmal. Oh, oh. Es werden immer mehr statt weniger. Good evening, Monsieur de Richet. Likewise, Sir Gregory. Well then, let us begin. Monsieur de Richet, you were found standing over Miss Adams' body. We must shed some light on your responsibility in this tragedy. We shall then decide on your fate. But you must know that if you do not convince us of your innocence, it will cost you dearly. Now you are going to tell us everything that happened last night, without leaving any detail out. First things first, how did your evening begin? Oh. Emily war bei mir, als Elizabeth auftauchte. Emily wollte sich mit mir unterhalten. Ja, das kann ich ja sagen. Warum sollte ich nicht sagen, dass Emily dabei war? Wir sind halt zusammen durchs Haus durchgelaufen. Wir kamen zwar woher, was ich denen jetzt nicht sagen würde, aber warum sollten die das nicht wissen dürfen? Duchess Hillsborough and I were returning to our rooms when Elizabeth came upon us. Oh, so you were with the Duchess? Yes, we were talking. Finde ich nicht schlimm, das zu Walking up the sagen. stairs, and it was late. Where did you come from? I don't remember. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich meine, aus der großen Halle könnte passen. Wir sind, glaube ich, durch die große Halle durchgegangen. Aber er hat gerade schon gesagt, I don't remember. Also kann ich einfach sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gesoffen. Das kann wegen Alkohol, weiß ich es nicht mehr. Listen, with everything that's happened, my thoughts are a bit mixed up. I can't remember very well. I'm sorry. Now, why does that answer not surprise me? But please, do go on. We were heading for our rooms when Elizabeth burst into the corridor, barely dressed. She was panic-stricken and insisted on speaking to me. So I found myself in Elizabeth's room. We sat down together. She insisted we have a drink or she would refuse to confide in me. What exactly did she want to speak about at such a late hour? Yay. Kosten reduziert um 2. Okay, ich habe noch ein bisschen Gelee, wobei es hätte eh gereicht. She was distressed. She just found out that I was Sarah de Richet's son and sort of insisted on telling me about the horrors my mother made her suffer. She was convinced she was going to die. It turns out she wasn't wrong. And what happened next? Then she told me she had poured laudanum in my glass. The next minute I was on the floor. When I woke up, she was lying in a pool of blood. That is all you have to say? You expect us to believe that you have no idea what happened to her? Yes, because I'm telling you the truth. How can you possibly expect us to believe you? Gregory, we must consider every possibility. Louis, do you have any idea who could have done it? Ich glaube, sie war es selbst. Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das war sie selbst. Es könnte auch meine Mom gewesen sein. Durch Okkultismuszeug oder so. Also ich war es nicht. Aber warum soll Washington das? Das glaube ich nicht. Ich kann doch hier niemanden anschwärzen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts sagen. Das Einzige, was ich glaube, meine Mama, ich kann es nicht sagen. Look, frankly, it's beyond me. I just don't know. Monsieur de Richet, don't you think it would be in your interest to help us find another suspect? Ja, aber wenn Let's ich finish nicht... this, William. I don't rightly know how we can give the benefit of the doubt to an individual who can manipulate the truth to absurdity. Louis, unfortunately, you haven't managed to convince us. You will agree that you had the time and the motive to commit the murder. I am devastated, but I must agree with Gregory and declare you guilty. Gentlemen, if you please, wait. There is something else. Elizabeth ended up telling me why my mother had tried to treat her. The voices in her head, is that it? She spoke to you about them too, didn't she? Gentlemen, I'm not a doctor, but she was persuaded she heard voices in her head. You don't think she might have killed herself, By do stabbing herself 9 times. I find that extremely unlikely, don't you? What?
stabbed 9 times? It appears that the murderer walked up and stabbed her several times from behind. Von We hinten counted gestochen. 9 gashes in all. All of them were relatively shallow, and they were all given from roughly the same angle of attack. Traces of blood appear to prove that she was standing throughout the attack. Kacke, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, das ist schon wieder... Tja, aber die haben doch wirklich keine Beweise gegen mich. Ich war nur da. Aber das kann ich nicht sagen. I might not have the strength of Hercules, but if I had stabbed a woman, I'd probably have made deeper cuts. Sounds plausible. I have to admit, you put forward a powerful argument. Ach, jetzt ist auf einmal... I think that will be all, Gregory. The benefit of the doubt suffices. I would like to thank you for helping us shed light on what happened last night. To be honest, you are not the only suspect. I'm prepared to believe you were drugged. Our poor Elizabeth hid the stuff everywhere, and I could smell laudanum on you 3 yards away. So you knew it wasn't me from the start? We weren't sure. Louis, I am sorry, but everything points in the same direction. I only know one person on this island who might have had a big enough grudge against Elizabeth, who has no alibi, and whose behavior is, well, suspect. George Washington. Not to mention dangerous. Tell me what happened before my arrival. I think I've been patient enough. You don't need us for any of this. So come along, Monsieur Peru. We are leaving. George Washington. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. Puh. Gut, ich kann ja nicht sterben. Ich kann ja nicht sterben. Was hätte sie machen, was hätte er machen sollen? Ich meine, ich bin ja Hauptcharakter. Er kann mich ja nicht einfach erschießen. Also ich glaube nicht, dass du hier Game Over gehen kannst. Du kannst wahrscheinlich das schlechteste Ende kriegen, dass sie alle tot sind. Aber ich glaube... Es hat ja auch lange genug gedauert, Furby. Hauptsache Loot. Es war eine knappe Kiste. Es war eine knappe Kiste. Also sie versteckt sich, ich meine... So ist sie nicht. Ich meine, wenn sie überall... Wenn die Wache schon gesagt hat, sie finden überall so kleine Camps von denen... Dann, also, verschwunden ist sie nicht. Ich meine, die obersten beiden stimmen beide. She isn't missing, you know. What? What do you mean? My mother has left traces in every nook and cranny of your island, my lord. She's definitely here. Now, what worries me most is why she doesn't show herself. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Hat mich angesprochen. Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. Yet he told me that you had spoken and that you hadn't been able to reach an understanding. That's putting it mildly. Monsieur Bonaparte is one of those guys who only understands people who think like he does. Ah, I see what you mean. He is indeed rather inflexible when it comes to certain subjects. But I am still of the opinion that you can manage to get along. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Ja, das mit den Waffen passt ja gar nicht zu ihr. Also ich glaube, mit Napoleon habe ich es versaut. Ich meine, jetzt im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass ich nicht einfach irgendeinen Scheiß hätte erzählen sollen. Mit den 50.000 geht voll klar. Er hat mich natürlich voll in die Falle rennen lassen. Aber im Nachhinein macht es Sinn.
Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow. No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? Warum habe ich das Gefühl, Nonne, gerade wo wir dabei sind, niemandem zu vertrauen, warum habe ich das Gefühl, dass ich ihm vertrauen kann? Aber auch sie hat einen Käufer gesucht. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wovon die überhaupt reden. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann ihm vertrauen. Vielleicht, weil mir seine Kleidung so gut gefällt. Schau mal, wie stilvoll der gekleidet ist. Ich würde sagen, dem kann ich vertrauen. Ach, so, ja, ist es. Aber guck ihn dir an. Ich glaube, der ist ehrenhaft, glaube ich. Ja, der sieht wie so ein richtiger Captain aus, gell? Aber das mit dem Käufer gesucht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kommt mir gerade ganz neu vor. Ich meine, meine einzige Info war doch, dass ich hierher gekommen bin, um meine Mutter zu suchen, weil sie irgendwo verloren gegangen ist. Aber dass sie einen Käufer gesucht hat, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt weiß ich es wirklich nicht. If only my mother trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the Order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I'm sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Ja, Verstand verloren glaube ich nicht. Etwas Entdecktes könnte es sein. Traut sie jemandem nicht, aber warum sollte sie sich dann verstecken? Vielleicht vertraut sie ja ihm nicht. Ich glaube, sie hat eher vielleicht... Ich weiß nicht, ob sie hier was entdeckt hat. Ich glaube, sie traut jemandem nicht. Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. von Wollner, and myself. Mortimer gegenüber misstrauisch, ob ich das sagen sollte. Wöllner glaube ich nicht. Also wenn, dann glaube ich... Ich weiß nicht, irgendwie vertraue ich der Herzogin nicht. Adams war ebenfalls hier. War sie das? Die war tatsächlich hier. Vor 2 Wochen ist meine Mom gekommen und vor 4 Tagen ist sie hierher gekommen. Aber da war sie schon weg. Also Adams nicht. Da ist ja meine Mom schon verschwunden. Also das glaube ich nicht. Also wenn ich raten müsste, dann ihr. How did my mother and Duchess Hillsborough get on? Oh, very well, I believe. They spent a lot of time together. Without wanting to exaggerate, I rather got the impression that Emily reminded your mother of herself. Okay, dann when mögen she sie was sich young. doch. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together?
Oh, as soon as we had a little free time, we like to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Ich kann wieder nichts machen. Ich habe wieder keine Ahnung von nichts. Ich habe keine Ahnung von Politik. Ich habe keine Ahnung von Belesenheit. My mother must have undoubtedly taken great pleasure in these exchanges. She always was one to appreciate broadening her knowledge. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Wieder nichts sagen. Ich habe wirklich nichts geskillt. Also was heißt nichts geskillt? Nichts, was den Etikette und Unfortunately, my lord, the Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. Emily has a twin sister who knew my mother? What's she playing at, goddammit? That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation, until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. One last thing, although I don't know if there is a connection. I'm listening. A gate was forced the other night near the wharf. Nothing serious, just a few small things damaged. Wenn er mich schon anspricht, weiß er es sowieso schon. Wenn er mich schon so drauf anspricht. Ich habe gerade überlegt, es gab irgendein Spiel, wo er gerade gesagt hat, oh, ich brauche einen Moment, um mich über alles im Klaren zu werden, wie eigentlich die ganzen Zusammenhänge sind. Ich habe mir überlegt, irgendein Spiel hat das auch mal gemacht. Und gerade eben bin ich drauf gekommen, das war Hotel Dusk Room 215 auf dem Nintendo DS. Sau unbekannt, aber Himmel war das gut. Der hat dann am Schluss irgendwie am Tag immer so zusammengefasst, was am Tag so passiert ist und hat einem so Fragen gestellt, also dem Spieler, Moment, mit wem hat die Person an dem Tag noch da geredet? Und du so, Da musstest du das immer irgendwie... Nee, das war nur mein Gedankengang. Das soll niemand mir irgendwas sagen, das ist das ist ganz unbekannt. Das war nur, weil meine Gedanken, ich die unbedingt preisgeben musste. Ja, Fishsticks im Englischen war's. Ja, ich erzähl's. Sorry, my lord, but I was searching for leads to my mother. I thought I was hot on her trail and didn't take any precautions. Well, you could have reported it to a servant. But never mind. I shall put it down to your ardor and anxiety. However, please try to respect my estate in future. I certainly will. Please accept my sincerest apologies. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you.
We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Gott, mein Gott, es lief hier nicht ganz fürchterlich, aber auch bestimmt nicht gut. The room is just opposite Mortimer's study. Oh Gott. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Also es hätte besser kommen können, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Moment, das ist ja schon das Abstellzimmer. Moment, jetzt darf ich nicht mehr raus. Hätte ich eine Kugel im Kopf haben können, ja gut, dann wäre ja Ende gewesen. Wieso hast du eine Kugel in den Kopf gekriegt? There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Mann mit dem Schwert. Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Tja, ein Mann mit dem Schwert. Ob das wohl ein Franzose war hier drin? Kara, naja. Naja. Nicht so stümperhaft wie ich. Naja, aber wenn du mit der mitgesoffen hast. Ich meine, es sind ja die offensichtlich falschen Ideen irgendwie. Genau wie den Brief zu öffnen. Ich wusste, dass das Dante's Paradise. Dass das Blödsinn Raise war. your head and be reassured. What is this disc? Ich wusste ja, dass das Blödsinn war. Ich wusste ja, dass es absoluter Unsinn war. Ja, so siehst du mal was anderes. Hoffentlich nicht das Schlechteste. Genau wie bei Witcher 3. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Wie ich kriege Toussaint wieder das schlechteste Ende. Belesenheit nicht gelernt, Okkultismus nicht gelernt. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Es wird einfach alles umgebracht. Natürlich öffne ich den Brief. Und ich wusste, dass es falsch war, aber ich würde es wieder machen. Diesmal wird wirklich alles anders. Also, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten die dann so eingebaut haben. Ich sage es ja immer wieder das Gleiche, aber dieses Mal kann ich unmöglich das Ende kriegen, das ich jetzt zweimal hatte. Das geht einfach nicht. Wenn ich dieses Band nicht annehme und nicht zum obersten Vampir gehe, kann ich unmöglich wieder das gleiche Ende kriegen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Diesmal wird alles anders. The door appears to be locked on the other side. Naja, man kann ja mal probieren, die zu öffnen, oder? I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Ja, aufbrechen nicht. Die Scheibe? We'll see if it works. Ah, Respekt. Na, komplett vernichtet, glaube ich nicht. Um was wetten wir? It's open. Warum? Na, ich meine... Ja, die Viecher werde ich dieses Mal bestimmt auch nicht töten, aber... Vielleicht muss ich zur Schwester grundsätzlich anders sein. Vielleicht kriege ich irgendwann eine Chance, sie umzubringen oder so. Aber wartet nur ab, dieses Mal mache ich es anders. Kein Gwen, vergiss es. Yen wird schon mal zum Teufel gejagt, so geht's schon mal Chest with los. the occult symbol representing air. Hier wird schon mal zum Teufel gejagt, so geht's schon mal los. Ja, die Pfauen nicht killen, nicht vergessen. Stimmt es jetzt mit zweimal nicht? The New Testament.
Oh, nee. Oh, nee. Nee, sorry, aber... I guess I'll just come back later. Nee, sorry, aber das ist wirklich nicht mein Part. Also dieses Mal, ich meine, auf Yen wird... Ich muss hier halt korben. Ah, Team Triss. Oh. Ja, dieses Mal schon. Ich sag's wieder. Genau wie gestern. Yen passt besser zu Gerald, aber Triss passt besser zu mir. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Mhm, Art nutzen? Nee. Dieses Mal benutze ich überhaupt keine Art. Weder aus Versehen noch sonst irgendwie. Voll mit Erdsternchen, was? Devil's Thorn. Amber Crystals. Igni? Ja, kann ich danach gleich essen. Kann auch mein Schwert einfach mit Feuer verzaubern oder so. Kann ich sie danach auch gleich essen, genau wie in Minecraft. Ich habe keine Schlüssel. Aber ich muss jetzt nicht was aus dieser Bibel rauslesen, oder? Da habe ich jetzt hier überhaupt keine Lust zu. Das ist ja gar nicht mein Buch. A chest with the occult symbol representing air. Kann ich die nicht einfach aufbrechen? Heimlichkeit nicht erlangt. Schwierigkeit 7, oh Gott. Also 2 Schlüssel scheint es hier irgendwo zu geben. Belesenheit. St. John. Painted by Guido Reni. Ich habe halt nichts geskillt. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Ich glaube, ich muss in der Bibel lesen. Vorsicht, Feuer! Vorsicht, Feuer! Ja, dieses Mal nicht. Vielleicht hat ja Destiny... Ich habe ja die Quest, glaube ich, noch nie zufriedenstellend erledigt. Mit den Paunen. Vielleicht hat die ja einen Einfluss. Also offensichtlich nicht, aber vielleicht hat die ja einen Einfluss aufs Ende. Gott, ich muss das wirklich lesen, oder? This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. A volume of the Gutenberg Bible. Nee. I guess I'll just come back later. Nee. Wahrscheinlich soll ich da drin, aber dann habe ich Pech gehabt. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Sichere Kommunikationsmethode, Spur gekommen haben, Vertrauen, Glauben an den Mann mit dem Schwert. Naja, ich meine, man sagt ja, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Vielleicht bezog sie sich auf den schreibenden Typen da. Miserabel. Abwarten. Abwarten. Wart mal auf das Ende. Theoretisch ist das vielleicht auch der Grund, warum ich immer nur Streifenpolizist geblieben bin und nie weitergekommen bin. Und deswegen bin ich irgendwann mal gegangen. Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Painting of St. Mark. Okay, der sagt nochmal the collection of the dasselbe. Apostles by Guido Reni. Naja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das mit dem was zu tun hat. Ich weiß nicht, ich komme von dem Spruch nicht mehr weg. Mit der Feder und dem Schwert. Gut, der hat das Kreuz, das kann ich mir jetzt am allerwenigsten vorstellen. A Greek drachma,
One of the rare ancient coins to be mentioned, both in the Bible and in the Quran. Mich anzustrengen. Es gibt nur wenige Dinge im Leben, die mich wirklich richtig heftig motivieren. Also wirklich motivieren. So wirklich motivieren. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Ja, es ist wirklich so. Das klingt banal, aber es ist wirklich so. Also wenn mir jemand eine Packung Schokobons in Aussicht stellen würde, dafür, dass ich irgendwas mache, würde ich es machen. Also wenn mir jetzt hier jemand reinkommt und sagt, wenn du jetzt 30 Liegestützen am Stück machst, gebe ich dir eine Packung Schokobons, dann würde ich es machen. Wenn mir jetzt jemand sagt, dann ich kenne jetzt kein Negativbeispiel, für was ich es nicht machen würde. Ronald, vielen Dank. Sherlock kann ich noch nicht annehmen, weil ich glaube, ich steuere vielleicht auf ein etwas schlechteres Ende zu. Weil ich habe es momentan bei allen, also wirklich bei jedem Einzelnen, so ein bisschen versaut. Die noch am Leben sind. It's St. John, painted by Guido Rini. 4 Tage. Die haben aber alle Stifte in der Hand. Also kann es das eigentlich auch nicht sein. Ich sehe aber kein Schwert. Der zieht auch das nicht weg. Shit, ich muss diese blöde Bibel lesen. Ja, okay, fliegen wir mal drüber. Oh Gott, oh nee. Oh nee, oh nee. Oh nee, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Muffi, gute Nacht, du hast dir einen richtig guten Zeitpunkt ausgesucht. Was? And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Not in the lustful desire, even as the Gentiles who knew not God. I and my Father are one. Was? Also bei aller mir zur Verfügung stehenden Liebe, aber ich prügel mich bestimmt nicht durch die Bibel durch. Da das aber das Einzige ist, was ich noch nicht angeklickt habe, hat es mit Sicherheit damit was zu tun. Die lassen mich auch nicht raus. Jetzt ist natürlich die Frage, es könnte natürlich sein, wenn ich den richtigen Vers in der Bibel anklicke, dass sich dann im Raum irgendwas verändert. Dass ich dann mit irgendwas interagieren kann, was ich vorher nicht konnte. Also muss ich wahrscheinlich alles durchklicken, bis er irgendwann sagt, ah, das war die Stelle. Und dann kann ich auf einmal mit irgendeinem Gemälde interagieren oder so. Also wahrscheinlich muss ich es tun. Das heißt, ich kann von oben nach unten jetzt alles durchklicken. Weil ich weiß nicht, welcher... Okay, ich muss es tun. Tun wir es. Okay, fangen wir bei den Paulusbriefen 1 von 2 an. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait. A note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative, awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Oh Gott, habe ich Glück gehabt. Ey, das hätte mit Pech das Letzte sein können, was ich in meinem Leben je angeklickt hätte.
Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ich hätte das jetzt von oben nach unten runter geraten. Okay, der jüngste Apostel. Wer sieht denn hier jung aus? Ja, gell. Zur Not rät man sich einfach durch. St. Paul painted by Guido Reni. Of the 4 apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Oh je. Okay, L. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Oh, keine Ahnung. Okay, vielleicht irgendwas, die Paulusbriefe, irgendwas mit L. Irgendwas mit 11 vielleicht. Zweimal unterstrichen könnte auch was heißen. Moment, habe ich die habe ich gerade geklickt. 11, wegen zweimal unterstrichen. Dear E, I'm glad you found this note. Ach ja, I was afraid the code of the 2 groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply. Hidden behind the youngest apostle. Ach so. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Ach so, ich hatte ja den Hinweis mit dem Schwert. Das war ja der erste Hinweis. Das heißt, ich hätte über den Hinweis, hätte ich auf 11 kommen müssen. Und ich habe einfach nur richtig geraten. Okay, Moment. Dann bringt mir das nichts. Also jetzt brauche ich immer noch die jüngsten Apostel. Das heißt, der da hinten ist es wahrscheinlich nicht. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. Apostel. Their fingerprints on the sheets and in the dust. Kann ich da jetzt was auswählen? Oder hier vielleicht? Was weiß ich über diesen Apostel? Er hat keinen Bart. Ist das nicht nur sie? St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Also ist er jung. Wait, that means it's him. He's the youngest apostle. Vielleicht. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Das ist eine sehr gute Frage. The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Einen zur linken und 3 zur rechten. They should add a companion to their left and 3 to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Gut, das hat mir jetzt überhaupt nichts geholfen. Also das hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Einen zur linken und 3 zur rechten. Okay, was mache ich jetzt mit dem Hinweis? Ich kann ja doch auch nichts umlegen. Einen zur linken, 3 zur rechten. Diese Logikfertigkeit
Scheint immer da zu sein, damit er später dem Spieler, also mir, so ein bisschen Hinweise gibt. Aber dann müsste ich ja hier irgendwas umlegen können. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Irgendwo. There's something else behind this painting. Echt? It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt kriege ich noch mehr Hinweise. Die Hälfte von... Muss ich jetzt noch Mathe machen? No, nothing of value here. Wer das mit einem Blick direkt erkennt. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Oh nee, jetzt kann ich das nicht lesen. Das ist irgendein Hinweis, den ich nicht lesen kann. Hätte ich mal Sprachen gelernt. St. Paul painted by Guido Reni. Warte mal, kann ich hier irgendwas untersuchen? Vielleicht geht hier St. jetzt Paul, was. the road to Damascus by Caravaggio. Zwei zur Linken, vielleicht passt das hier. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Was dem so alles auffällt. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Das bringt mich auch nicht weiter. Das bringt mich absolut überhaupt nicht weiter. Okay. Ich habe irgendeine Zahl 4, einen Satz, den ich nicht lesen kann. Irgendwas mehr links als rechts. Da habe ich diesen Hinweis schon bekommen. Da habe ich auch schon einen Hinweis bekommen. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das da. Irgendwas muss ich hier machen können. There's nothing worth noticing here. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. Das könnte ein Rätsel sein. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Das könnte ein Rätsel sein. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Tja, CSI Gerald schlägt hier nicht zu. Hier muss CSI wer anders zuschlagen. Gerald tut's nämlich nicht. Irgendwo habe ich noch irgendwas nicht angeklickt. Das Blöde ist dieser Bibelhintergrund. Den kenne ich nämlich überhaupt nicht. Vielleicht habe ich hier noch was übersehen. There's something else behind this painting. Wie er das erkannt It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Die Hälfte der ersten Gruppe? Was zum... A chest with the occult symbol representing air. Kannst du die nicht einfach aufbrechen?
Wahrscheinlich könnte ich mir das alles sparen, wenn ich Schlösser knacken hätte. Kann ich mit nix mehr? Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Tja. Das habe ich alles schon probiert. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number. Gut, das bringt mir jetzt nichts. 4. Da sieht man mal, wie bibelfest ich bin. Irgendwo. Es muss mit... Ich komm von dem nicht weg. There's nothing worth noticing here. No. Nothing of value here. Findest du es nicht lustig, ich habe keine Ahnung. Ich klicke jetzt nämlich so lange rum, bis ich irgendwas finde. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Habe ich hier noch irgendwas nicht angeklickt? There are finger marks. Deliberately drawn in the dust. 8 in all. 8 Spuren wurden mit dem Finger in das Verstaubte. Da komme ich mit Sicherheit nicht drauf. Sag ruhig, Nonne. Denn ich scheine es nicht zu finden. Ja, ich glaube, die Zensusse sind da besser als das Hu vielleicht. Habe ich hier irgendwas noch nicht angeklickt? Oh, ich muss jetzt nicht nochmal durch die Bibel, oder? Oh, nee. Warte mal, irgendwas mit 8 war in den... Vers 8 vielleicht? Or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Ja, der rechts von mir. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Ich klicke jetzt irgendwo, wo irgendwas mit 8 vielleicht ist. Eigentlich finde ich solche Rätsel lustig, aber wegen dem Bibelhintergrund finde ich es nicht lustig. Ich habe nämlich von der Bibel keine Ahnung. Ich finde, es gibt bessere Fantasy-Bücher. Der da vielleicht. Ich finde, es gibt bessere Fantasy-Bücher. Also ich habe zwar noch keine Bücher gelesen, aber es gibt bestimmt bessere. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie so eine okkulte Hexe oder sowas ist.
Weißt du, auf sowas, ich habe ja alles angeklickt, Nonne. Eigentlich hätte ich drauf kommen müssen, dass es nur noch die Bibel sein kann. Alles andere habe ich ja eigentlich fertig geklickt. Theoretisch. I'm guessing it's a metaphor. I need to figure out what this means. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Ja, hoffentlich gibt's was zu essen. Himmel, das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe die Nachricht meiner Mutter nicht verstanden, das muss ich zugeben. Die gesamte Korrespondenz finden können. Ja, das hat wahrscheinlich was mit den Schlüsseln zu tun gehabt. Ich hätte wahrscheinlich diese Truhe da aufmachen müssen. Augen meiner Gastgeber, meinen Namen reingewaschen, Gott sei Dank. Nachricht meiner Mutter gefunden. Das hatte wahrscheinlich was mit diesen Schlüsseln zu tun. Ein Level-Up, das habe ich auch nicht verdient. Aber ich habe doch genug Bücher. 2 Manuskripte kann ich noch lesen. 1 in Ablenkung. Ich brauche dringend neue Bücher. It's time I went back and joined everyone in the small salon. Die letzten 1, 2 Kapitel habe ich ganz schön reingelümmelt. Okay, wir müssen mal ein bisschen umsuchen. Ich brauche noch ein bisschen mehr von dem, ich nenne ihn jetzt einfach Honig. Das Spiel nennt es Gelee, aber ich nenne es jetzt Honig. Vielleicht kann ich irgendwelche Zimmer durchsuchen. Nein. Vielleicht nennen sie es einfach Gelee. Ja, die Mutter ist weg. Also sie ist hier wahrscheinlich irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Kann ich hier kein Zimmer rein? Nee. Ach komm, als ob sie den da hinstellen und ich kann mit dem nicht reden oder was? Lecker Gelee. Ich weiß gar nicht, ob man von Honig dick wird. Ich meine, in Honig ist viel Zucker drin, aber Honig ist doch saugesund. Glaube ich. Ich finde den Honig so lecker, der so fest ist. Der Flüssige ist irgendwie, naja, damit saue ich immer nur rum. Weil der Flüssige, jedes Mal, wenn ich mir das Brot mache, das knicke ich dann ja so ein bisschen, um da reinzubeißen. Und dann läuft es in der Mitte immer so raus und dann mache ich immer alles. Ich hasse diesen flüssigen Honig. Der ist saulecker, aber ich hasse ihn. Hui. Ja, erstmal Tee mit Honig machen. Vielleicht. Antisepten. Ja, Himmel, Herrgott. Sag doch einfach Tee, beziehungsweise sag doch einfach Honig ist Zucker und Zucker ist lecker und Zucker macht glücklich und njam, 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 njam. Ah, der Feste ist so teuer. Da kostet irgendwie so ein Glas 5 Euro oder sowas. Also anscheinend kann ich hier keine Zimmer durchsuchen. Wobei mit ihm kann ich reden, aber da steht im kleinen Wohnzimmer. You are expected in the small salon, sir. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich mit ihm noch, aber anscheinend nicht. Ja, Zucker ist gesund. Dankeschön. Nonne, das ist alles, was ich hören wollte. Dann kann ich heute Abend wieder ohne schlechtes Gewissen richtig reinprügeln. Ich habe nämlich noch ein paar von den Rittersports da. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Sie nicht auf Mutters Spur bringen. Manipulation noch nicht gelernt. Über den Albtraum hinaus. Naja, vielleicht sagt ihr das ja was. Vielleicht. Ist einfach gesund. I've got a question that might seem a little bit strange. I'm listening. If I said go beyond the nightmare, would that ring any bells? No, means nothing to me.
Do you mean literally or figuratively speaking? Ja, ja, wörtlich glaube ich eigentlich nicht. Ich hatte vorhin ja schon, dann muss im übertragenen Sinne metaphorisch schon richtig, was ich vorhin, aber ich kann es nicht sagen. It might be a place, I don't know where, but it's a lead. You ought to ask His Eminence. He knows the house and its estate very well, being a frequent visitor here. Thanks for the advice. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Na, es ist nur eine Vision. Sie wird jetzt wegen der Vision, wird sie jetzt nicht einen auf. Ich vertraue jetzt. Ich weiß nicht. Nein, ich vertraue ihr nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich vertraue ihr einfach nicht. I better keep that to myself for the time being. Come, Louis. They're waiting for us. Ich vertraue ihr nicht. Da stimmt was mit der nicht. Die wahrscheinlich... You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Tja, darf ich ihn mal von vorne sehen? Wie er schon wieder guckt. Der macht sich immer so wichtig. Ich mag ihn auch nicht. Der sieht mir einfach so, ich weiß nicht, irgendwas an ihm gefällt mir einfach nicht. Weil ich habe nämlich das Gefühl, die liebe Emily, ist immer noch so praktisch, dass ich da einfach rein kann. Diese liebe Emily hat ja gesehen, dass ich mich mit Elisabeth unterhalten habe. Das heißt, sie wusste, vielleicht hatte sie was damit zu tun. Vielleicht hat sie umgelegt. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Alcudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richet. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. Oh, as if Könnt ihr Bonaparte nochmal vorschlagen, erstmal wieder die Monarchie aufzubauen? Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Bestimmt hat er die. Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Oh, Lage beruhigen. Ja, komm. Ja, komm, wir sind der Hauptcharakter hier. Kontenance. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace,
Here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Gott, ich kann mich mit keinem unterhalten, weil ich der ungebildetste Trampel von allen bin. Weißt, Leute, die richtig sich mit Geschichte auskennen, blühen hier noch 10.000 Mal mehr auf, als sie die ganzen Leute alle kennen. Letzter Charakter. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. Ich habe aber keine Etikette für dich. Einzige I heard about Chance. your mother's disappearance. Was? He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Oh Gott, oh Gott. Ich werd's absolut versauen. Hat er Gefühle für sie? Moment mal, habe ich irgendwas von ihm rausgefunden? Oh Gott, ich bin tot. Ja, ich weiß gar nichts von ihm. Ich bin tot. Das war's, ich bin tot. Ich habe eine Chance und ich werde es versauen. Gefühle für sie, das kann ich ihn doch nicht fragen. Obwohl das die Option ist, die bei mir am meisten runtergesetzt ist. Der steht am meisten auf Etikette. Und jemand, der auf Etikette steht, den fragst du nicht gleich nach Gefühlen. Was? Zack. Den fragst du nicht nach Gefühlen. Was habe ich denn noch? Warum fragt er keine Zeit dafür? Kennt er sie? Das sollte ich fragen. Ablenkung. Das kostet mich alle meine Punkte. Darauf steht er aber nicht. Ich glaube nicht, dass er darauf steht. Why? Is there something you particularly wanted from her? No, not specially. My questions made him feel uneasy, but he's keeping his emotions under control. Your mother and I used to often speak together. I have rarely met someone so learned. To tell you the truth, I was about to make a deal with her. Did she tell you about our arrangement? Oh Gott, ja, ich habe schon noch Gelee, aber das sind ja nicht unbedingt immer die richtigen Sachen. Ich hätte schon Gelee benutzen können, um genug Punkte zu haben, um das zu nehmen, aber ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hätte. Also direkt die Punkte zu benutzen für Gefühle wäre, glaube ich, falsch gewesen. Und die Punkte benutzen, um abzulenken, hätte ihm, glaube ich, auch nicht gefallen, weil er kommt mir wie ein sehr direkter Mann vor und ich glaube, das will er nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Von der Abmachung. Deswegen ist er so interessiert, das frage ich. So tun, als ob du Bescheid weißt. Psychologie Psychologie zeugt von Intelligenz und auch teilweise ein bisschen von Etikette. The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book, which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Nein, ihn auf den Arm nehmen, das kann ich nicht machen. Er wirkt wie besessen davon. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber soll ich einfach Nein sagen? Weil er wirkt wie besessen davon. Soll ich ihm das sagen? Warum bist du denn so interessiert daran? Ich weiß nicht, jemand, der auf Etikette steht, findet es, glaube ich, nicht so toll, wenn ich so nachbohr und sage, warum bist du denn daran so interessiert? Aber wenn ich einfach Nein sage, das kann er ja nicht als falsch. Also auf der Nein oder er wirkt wie besessen davon. Das ist eins von beiden, was stimmt. The least one can say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels without a few books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. It's divided into 7 parts, each one individually locked.
It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. There's only one. The mere Tarnished mention of it makes spielen his wir face jetzt light up. Elden Ring I'll oder take was? a closer look, but I can't promise you anything. Komm schon. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Oh Gott, kennen Sie von... Moment, oh Gott, ich habe den Namen gar nicht gehört. Kennen Sie von was? Von Borchardt, was? Wer ist dann das? Der Name sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht mehr, von wem der geredet hat. Okay. Ich kann nur Lügen oder Ja sagen. Ich weiß nicht, ob der auf Überzeugung steht. Ich weiß nicht, ob der auf Überzeugung steht. Bitte, lass es mich nicht versauen. I've never heard of him. I'm sorry. I haven't been much help to you. Well, too bad. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Wollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. Ah, das war der vom Anfang. All those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Oh shit. Oh nein. Oh nein. Also Mortimer und Holm kann ich mir nicht vorstellen. Die sind viel zu greifbar. Das glaube ich nicht. Vom König von Preußen, enger Berater. Ja, sorry, dann ist die Antwort ja. Your dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real power. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Ja, so viel zum Thema gut gemacht. Also ich habe zumindest das Gespräch überlebt. Keine Ahnung, wenn er ein enger Vertrauter ist und... There's a pattern with 5 circles on this chest. Ja, aufs Gespräch bezogen, aber... ich meine... Ja... Ich werde in keinem Spiel niemals, jemals das Good Ending bekommen. Weißt du auch, warum ich es bei der Polizei zu nichts gebracht habe? Ich krieg die Hinweise einfach nicht verbunden. Ich bin einfach kein CSI Geralt. Ich bin's einfach nicht. Muss ich jetzt Schach gegen Bonaparte spielen? Okay, Napoleon. Ich würde sagen, wer gewinnt denn? Boah, keine Ahnung. Vielleicht darf ich jetzt gegen ihn Schach spielen. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Lass ihn zum Albtraum befragen, das ist vielleicht ein bisschen heftig. What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Weiß nicht, steht der da drauf? Habe ich überhaupt irgendwas über den rausgefunden, bevor ich ihn verärgert habe? Immunität gegen Überzeugung. Das ist Befragung. Ist das nicht dasselbe? Das könnte ähnlich sein. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. He's undeserved titles. More than 10 in just 4 years. And each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield,
there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion. Habe ich am Anfang schon His gemerkt. coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Ich weiß. Aber meinst du, ich sollte... Er hat schon ganz schön zinken. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? 3, Bonaparte ist einer. Der Typ, der die Frau verprügeln wollte, ist einer. Wo haben wir denn noch einen Franzosen? Bist du ein Franzose? Nee, dafür hast du keinen Akzent. Nee, bist du nicht. Nee, du bist Preuße. Wer ist denn noch einer? Ach, was soll's. Does expression "go beyond the nightmare" mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. Nein! Wir verärgern Bonaparte nicht noch weiter. I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Ach, das Gespräch, wegen dem ich dich verarscht habe. Ich bin bei Napoleon sowieso schon unten durch. Ja, das will ich nicht noch verschlimmern. Ich hätte wirklich Schlösser knacken lernen sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob da nur so Gelees drin sind, wobei die hätte ich jetzt auch brauchen können. Soll ich da überhaupt schon rein? Ich hoffe wirklich, hier respawnen noch ein paar Gelees. 2 Stück habe ich noch. Ich könnte sie mal benutzen. Ich warte halt immer drauf, dass es vielleicht irgendwann einen Part gibt, der einfach alle Gelees voll macht. Deswegen benutze ich sie nicht. Das glaube ich jetzt aber nicht. Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. Etikette nicht erlangt. I wonder what promise Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Who knows? Tja, ich anscheinend nicht. Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Mhm. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit.
Ob ich diese Narbe auch gehabt hätte, wenn ich ganz am Anfang meine Mom das alles hätte regeln lassen? Ob das dann auch so weit gekommen wäre? Was machen nur die ganzen Schmetterlinge hier? Oh, du hast mich ja auch. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Ja, keine Stellung beziehen. Your Eminence, I'm sorry for King Louis, but he did everything to put himself there. Louis, how can you say such a thing? Even if France rejects the church, you don't go and behead a person of high status. They always serve our cause better alive than dead. Politically, it's absurd. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich kann nämlich, wenn ich die Tasten halte, kann ich nämlich so beim Hochlaufen zugucken. Aber jetzt habe ich die Schwäche. Das ist auch nicht schlecht. Ja, komm, essen wir ein bisschen Gelee. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Naja, gerade vergessen, da der Spanier auch total genervt war oder so. Wer weiß, vielleicht war es, wer weiß. Ich weiß es nicht. As to his faith, I have no doubt. However, his ambition seems to surpass his morality. And I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leaves little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Manipulation, tja. Well, I mean, if it were a place or an object found on this island, what would you think of first? The nightmare. No, I don't see anything. I'm sorry. Well, that's too bad. Ah, wait. I suppose it might be that horrible painting hanging in Lord Mortimer's study. Pretend not to be that interested. Right. Well, don't worry about it. I was just curious. Ja, das hast du auch richtig pretended. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Ja, das hast du auch richtig pretended. Also weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Gut, was für ein Zufall. Finde mir hin. Ja, hübsch, gell? So hübsch können Leute ohne Haare sein. Aber ich hab's nicht so mit Geistlichkeit, also was sie aus meinem eingescannten Charakter da gemacht haben, da bin ich ja nicht ganz so mit einverstanden. Hui. Ich bin der Hauptcharakter, ich kann sowieso nicht sterben. Ich kann da runterspringen und mir passiert absolut überhaupt nichts. Ach, für das Bild. Er hat fast die gleiche Bräunung wie ich eigentlich. Das Bild, wobei auf den ausgeblichenen Ölfarben habe ich wenig erkannt. Tja, der Geheimgang ist wieder zu. Weil ich muss nämlich hier noch ein bisschen schauen. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. A fragment of amber.
War das schon ein weiterer Punkt? Na, schau an. Ich müsste es mal wieder auffüllen. Ich brauche eine ganze Menge Gelee. Ich hätte am Anfang nicht so mit Gelee um mich werfen sollen. Die Bildschirmbräune scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ich probiere das seit Jahren noch, aber irgendwie färbt die nicht auf mich ab. Guck mich mal an. Gut, das ist jetzt eh schwer zu beurteilen jetzt, aber die färbt irgendwie nicht auf mich ab. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Tja. Mir fehlt da wohl noch ein Schlüssel. Inventar voll mit Erdsternchen. Na toll. Das da ist, glaube ich, Erdsternchen. Nein, das war das Falsche. Jetzt kostet mich der nächste... Jetzt habe ich wieder ein Buch. Ja, es klappt irgendwie nicht. Ich habe es so lange probiert, aber es klappt irgendwie nicht. Goldelixier. Ich krieg alles außer Gelee. Sagte er und kriegt ein Gelee. Wenigstens 2 Punkte mal. Der nächste Einsatz kostet mich nix. Stimmt, ja. Das stimmt. Wobei jetzt kommt der Sommer wieder. Und wenn wir dann mit unserer an die Sonne gewöhnten Haut an die Sonne gehen, dann 5 Minuten draußen, zack, Sonnenbrand. Mal gucken, ob ich sein Arbeitszimmer finde. 50 plus, ich habe noch nie in meinem Leben eine Sonnencreme benutzt, noch nie. Außer als Kind, wo ich, von den Eltern eingerieben worden bin. Aber sonst habe ich noch nie eine Sonnencreme benutzt. What do you want, Louis? Dir sagen, dass ich dir nicht vertraue. I've already asked you, but I don't remember the answer. What did you say to me about going beyond the nightmare? Good heavens, you're losing your memory. I haven't the least idea what it might mean. Oh, all right. That's too bad. What do you want, Louis? Ach, ich habe ja mit ihr schon... You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Ich vertraue dir sowieso nicht. Und immer wenn ich die Möglichkeit kriege, ihr in den Rücken zu fallen, werde ich es tun. Aber sowas von. Nee, ich nicht. Ich weiß, warum du ihr jedes Wort glauben würdest, aber ich nicht. Irgendwas hat's mit der auf sich. Irgendwas stimmt mit der nicht. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Es ist Zeit für Liegestützen, das glaube ich nicht. Mal gucken, ob ich nicht in irgendeinem von deren Zimmern kann. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. Keine Räume, die ich hier auseinandernehmen kann. President George Washington. Nee. Nicht, dass es dann danach wieder heißt, ja, du hättest da reingehen können. Ja, Hausfrieden. Ja, einfach nur mal gucken. Nur mal gucken, ob da irgendwas... Nur mal gucken, ob da irgendwas, ne? Man kann ja nie wissen. Hinweise, Gelee. In so einem feinen Etablissement, die haben mit Sicherheit eine ganze Menge Gelee. Und Honig. Kann ich eigentlich nochmal mit denen interagieren? Nee. Tja, Abschluss knacken kann ich immer noch nicht. Ja, einfach nur ein bisschen gucken, weil du weißt ja nie, ne? So reingehen und dann, weil dann heißt es dann nämlich bei der Kapitelzusammenfassung, ja, du hättest in das Zimmer gehen können und hättest... Und da klicke ich die Zimmer lieber 5-mal an. Aber anscheinend kann ich das nicht.
der Spanier, die sind wahrscheinlich alle schon in dem Konferenzzimmer. Die sehe ich hier nämlich alle nicht. Ich mit dem Diener reden sollte. Soll ich mit dir reden? Schläfst du? What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Ich wollte nur gucken, ob du schläfst. Das war alles. Ich versuche auch nur zu vertuschen, dass ich vergessen habe, wie es zu Mortimers Arbeitszimmer geht. Ich weiß noch, wo der Eingang war, aber Himmel, glaubst du, ich finde den nochmal. Was für ein Kamin. Was für ein Haus. Ja, ihr wolltet immer eine Tour durch mein Haus. Jetzt seid ihr hoffentlich zufrieden. Glaubst du, ich finde sein Arbeitszimmer noch? Decorum Guide. Ach, schau an, da war noch ein Buch, sehr praktisch. Da kann ich beim Kapitelwechsel wieder Bücher lesen. Monsieur Jacques Perreux. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Ging es noch irgendwo nach oben? Das geht wieder runter in den... Duchess Emily Hillsborough. Duke Manuel Godoy. Bist du vielleicht auf deinem Zimmer? Nee. Glaubst du, ich finde es noch? Huh, that's me. Wie ich nicht mal in mein eigenes Zimmer reingehen darf. Es ging nämlich noch irgendwo nach oben. Vielleicht war es das? President George Washington. Ja, da habe ich auch schon 5-mal probiert reinzugehen. Ich hoffe wirklich, es war die Treppe nach oben. Moment, da ging es noch nach unten. Moment, wo war denn das? Tachlön! Zur späten Stunde. Moment, da geht's wieder... Hä, das ist doch der Raum... Lön, ich bin endverwirrt. Das ist ja der Raum, wo sein geheimes Zimmer war. Gerade nach Hause ist die Montage vorbei. Die zufälligerweise perfekt für dich gelegen war. Soll ich dir was Neues erzählen? Ja, würde ich gern, aber könnte dich auf den aktuellsten Stand bringen. In welchem Film war das mal? Ich soll dich auf den aktuellsten Stand bringen. Du hast absolut nichts verpasst. Jetzt bist du auf dem aktuellsten Stand. Das war mal in irgendeinem Film oder in irgendeinem Spiel. Moment, ich bin von da hinten gekommen. Guten Abend. Monsieur Johann van Wulner. Ah, Moment, das war hier. Jetzt habe ich mich aber auch oft genug verlaufen. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Ey, was ein Raum, ne? Ja, jetzt bist du auf dem aktuellsten Stand. Also eigentlich darf ich hier mal zur Schau stellen, warum es damals zu nicht mehr als einem Streifenpolizisten gereicht hat. Sachen rausfinden, Hinweise entknobeln. Eigentlich suche ich nach meiner Mutter, aber ich habe das Gefühl, ich werde das schlechteste Ende kriegen. Book of the Mortimer Family. Nochmal ein Tag. Ja, ich sag ja, also, haben wir schon mal drüber geredet, ich finde Montage nicht schlecht, je nachdem, mit wem du halt Montage fährst. Wenn es irgendwelche Leute sind, die nach der Schicht sagen, oh, lass uns doch mal einen Apfelsaft zusammen trinken gehen, hätte ich da gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, es gibt wenige Handwerker, die nach dem Dienst einen Apfelsaft trinken. Which four-letter word could open this chest? Sarn, Rassen, Snursen.
Anrus. Was? Ah, Moment mal. Ach, ich kann den... Ach so. Kann man schon wiederholen. Klingt nach einem schönen Wochenende. Galt an Altersschwäche. Naja, ich weiß nicht. Sie ist bestimmt irgend so eine Hexe. Ich glaube, die überlebt schon eine Zeit lang. Ich brauche mal irgendeine Idee für ein vierstelliges Wort, das mit E, K... A minor bird. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Well, Waldo, is your master good? Okay, so komme ich nicht weit. Ich glaube, ich brauche irgendwas. Was ich auch immer damit sagen. Na, ich könnte ihm Beeren geben. Might come in handy. Ich könnte ihm... Ja, Kekse. Gott, muss ich mir die Zahlen merken. Guido. Keine Ahnung, ob mir das was sagen soll. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Das ist eine Guillotine. Da werde ich wahrscheinlich meinen Finger abhacken. Let's take a closer look. Ich wieder nichts machen kann. Dark chocolate beans. Ich glaube, die suchen nach einem anderen They're Wort. greatly prized in high society. Gott, soll ich das jetzt wirklich dem Vogel geben? Den kill ich doch damit. A minor bird. Vogel füttern. Okay, ich gebe... Oh shit, ich kill den jetzt bestimmt. A painting about a siege dated. Oh nein, ich kill den jetzt bestimmt. Jetzt gebe ich ihm bestimmt das falsche Essen. Ich glaube, ich töte gleich mal wieder einen Vogel. Es ist lange her. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Soll ich's tun? Soll ich's tun? Which four-letter word could open this chest? Der Vogel, ich wetten, der Vogel weiß das Wort. Okay, komm, füttern wir ihn. A minor bird. Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Ich kann dir doch keine Schokolade geben. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Also er hat auf jeden Fall auf die rote Beere da reagiert. Soll ich ihm noch eine? Nee, das geht nicht. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah,
This must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Finde den Mechanismus. Das war ja einfach. Aber Moment, was ist jetzt mit der Truhe? Ich will die Truhe noch aufkriegen. Oh, Kacke. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Oh, Kacke. Great. That's all I needed. 0, 1. Oh, Kacke. 1700 irgendwas war das Bild. Aber das wird's nicht sein. Oh, bitte nicht schon wieder History die of the Bibel. First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. 4000 zu... Nein, ich fütter den bestimmt nicht mit Schokolade. Der krepiert daran nur wieder. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Also Zahlen plus 4000. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Du willst mich nur dazu überreden, den Vogel zu füttern. Ich tue es trotzdem nicht. Da war irgendwas mit AL. Vielleicht ist das... This painting isn't finished, and it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Vor allem, wer hat denn sowas in seinem Zimmer drin? Wenn ich da einmal was getrunken habe, falle ich doch da runter. Also hier brauche ich 4 Buchstaben. Ich kann mir aber zumindest mal den Anfangsbuchstaben raussuchen. Gab's das da? Which 4-letter word could open this chest? Also es geht los mit A, K, E oder Z. Mit A, K, E oder Z oder so. Oh Gott. Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Irgendwo da drinnen steht es. Aber bevor man hier noch mehr zum Glühen bringt, kann ich ja die 2 Rätsel einfach morgen machen. Ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr gespäht und es ist ja schon wieder 11:30. Fällt mir gerade so aus dem Augenwinkel auf. Das da, wenn das wirklich... Das ist eine kleine Guillotine. Wahrscheinlich soll ich da später meine Hand oder meinen Finger oder so durchstecken. Und ich werde ihm auf keinen Fall die Schokolade geben. A minor bird. Ich werde ihm auf keinen... Oh! Tell me the door code. Here I am talking to a bird. Shame on me. Ey, das hätte schon klappen können. Tell me the door code.
Here I am talking to a bird. Shame on me. Okay, ich dachte, vielleicht probiert er danach was anderes. Weil dass der Vogel den Türcode verrät, gab es in einem anderen Spiel auch mal. In Phoenix Wright, Ace Attorney gab es das mal. Okay, suchen wir die Codes morgen, würde ich sagen. Nonne, wenn du schon so auf die Uhr guckst, suchen wir die Codes morgen und dann gehe ich mal was futtern. Würde ich sagen. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ich kann richtig was reißen. Die letzten 2 Kapitel habe ich ganz schön reingelümmelt, ey. Wow. Praktisch jedes Gespräch am letzten Tag oder so verhauen. Aber egal, sie scheinen nicht nachtragend zu sein. Wird's noch klipplich? Egal. Ich gehe meine Batterien mit jeder Menge Schokolade aufladen, jetzt da du mir gesagt hast, dass die gesund ist. Tu ich! Ich werde reinhauen. Und zwar in die Rittersports. Ich habe noch 2 Tafeln von denen da und die gönne ich mir jetzt. Die liegen schon im Kühlschrank und die warten nur drauf. Das bedeutet, wir sehen uns morgen wieder. So sieht's aus. Leute, gute Nacht. Bis morgen. Auf Wiedersehen und bis dann. Und jetzt gibt's Zucker. Jede Menge Zucker. Wie jede Nacht. Same procedure as every day. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ich habe euch eh schon viel zu lange aufgehalten. 23, 23. Viel besser kann es eh nicht laufen. Gute Nacht und bis morgen.